Afghanistan, ein Land, das wir alle zu kennen glauben. Aus Bildern voller Gewalt, Schlagzeilen über Krieg, Terror und Zerstörung. 3 Jahrzehnte geprägt von Waffen, Machtkämpfen und Hoffnungslosigkeit. Und dennoch, hinter diesen Bildern verbirgt sich ein Alltag. Ein Leben, ein Land voller Kontraste. Für uns war Afghanistan keine Wahl, es war unser einziger Weg. Der Iran lag hinter uns, Pakistan war verschlossen, Indien unerreichbar. Umzingelt von Krisen, von Grenzen, von geopolitischen Spannungen, nur eine Richtung blieb offen: der Weg durch Afghanistan. Der einzige Pfad nach Ostasien führte mitten durch ein Land, das seit Jahrzehnten im Ausnahmezustand lebt. Wir wussten nicht, wie die Taliban reagieren würden, nicht ob wir willkommen wären, nicht ob wir überhaupt durchkommen würden. Um ehrlich zu sein, wir wussten fast nichts, außer dem, was die Welt uns jahrelang erzählt hat. Chaos, Unterdrückung, Extremismus. Doch hinter jeder Grenze wartet eine neue Wahrheit, hinter jeder Begegnung ein neuer Blick auf die Welt. Es ist eine Reise durch ein Land, das niemand so richtig kennt. Afghanistan, zwischen Angst, Schönheit und Menschlichkeit. Ein neuer Tag beginnt. Ein weiterer Abschnitt unserer Reise. Mehr als 200 Tage sind wir nun unterwegs. Über 34 davon im Iran. Jetzt steht ein neues Kapitel vor uns. Afghanistan. Die letzten Kilometer fühlen sich surreal an. Aus Sicherheitsgründen haben wir uns mit 2 weiteren Reisenden zusammengeschlossen. Zu 4. Fühlt sich einfach sicherer an als alleine. Die Grenze? Chaotisch, wie so oft. Stundenlange Wartezeit, Papiere, Diskussionen, Befragungen, Verwirrung. Unser iranisches Visum war seit 4 Tagen abgelaufen. Das machte das Ganze nicht einfacher. Doch irgendwann durften wir passieren. Dann hieß es, wir sind drin. Afghanistan. Ein Land, das sich vom ersten Moment an anders anfühlt. Fremd, wild, unberechenbar. Kaum im Land werden wir begrüßt. Von Taliban, von Uniformen, von Waffen. Der Verkehr ist ein einziges Durcheinander. Doch die Menschen? Sie sind interessiert, neugierig, beobachtend. Afghanistan empfängt uns nicht nur mit Spannung, sondern auch mit offenen Augen, die unsere Reise verfolgen und die unsere Anwesenheit nicht unbemerkt lassen. Krass, was hier alles abgeht, ey. So viele Menschen um uns herum. Nachts ist es dunkel. Ja. Wir stehen nur da, es kommen so viele Leute um einen rum. Mein Licht ist ja leider kaputt, ist ja eine Stirnlampe hier im Hellen drin. Auf jeden Fall wollen wir jetzt gleich weiterfahren. Das ist krass, hier stehen einfach überall Menschen. Wo kommen die her? Wirklich, wo kommen die her? What the fuck, das ist so crazy. Wir lassen die Menschenmengen hinter uns. Die ersten Eindrücke, die ersten Begegnungen. Jetzt liegt unser Fokus auf dem Weg und auf unserem nächsten Ziel Herat. Die Straßen dorthin, ein einziges Flickwerk aus Schotter, Staub und Schlaglöchern. Ein Fortschritt in Zeitlupe, aber wir kommen voran. Es ist bereits nachts, als wir die Stadtgrenze erreichen und dann ein Checkpoint, die Taliban. Wir halten an, kein Schlafplatz, keine Unterkunft, keine Option. Also fragen wir, ob wir dort übernachten dürfen, direkt am Checkpoint. Ein kurzer Moment des Zögerns, doch dann nicken sie. Und so schlagen wir unser Camp auf, unter bewaffneten Blick neben einem provisorischen Kontrollposten im Dunkeln der afghanischen Nacht. Ein surrealer Ort, um zur Ruhe zu kommen. Guten Morgen alle zusammen. Wir haben unsere erste Nacht hier verbracht, wir haben hier gezeltet und es ist viel passiert gestern. Wir sind in der Stadt Herat, wir haben hier direkt neben den Taliban geschlafen, da ist der Militärstützpunkt, da ist der Checkpoint. Das sieht man auch gerade einen mit der Waffe rumlaufen. Endlich hat der Marc jemand gefunden, der sein Ding richtig binden kann. Yes. This and this. You are so beautiful. Oh, thank you. Thank you. Like an Afghani. Wow, nice. Und so beginnt unser Tag. Wir steigen auf die Motorräder und fahren hinein nach Herat. Unser Plan, uns vorzubereiten. Denn für die Durchquerung Afghanistans haben wir 5 Tage eingeplant. 5 Tage, in denen wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Also erledigen wir das Nötigste. Wir treffen Menschen an Orten, die wie alte Militäranlagen wirken. Wir finden eine kleine Bude, wo wir eine SIM-Karte bekommen. Tauschen Geld, kaufen Gemüse am Straßenrand, tanken Vorräte für Mensch und Maschine. Am Ende setzen wir uns in ein kleines Restaurant, atmen durch und lassen den Trubel kurz hinter uns. Noch wissen wir nicht, wie besonders, wie intensiv die nächsten Tage wirklich werden. Das Krasse ist, wir sitzen im Restaurant und trotzdem läuft einer mit einer AK hier rum. Das ist so krass, wir wollen einfach nur was essen. Und trotzdem sieht man, da kommt irgendjemand mit einer AK vorbeigelaufen und schaut in die ganzen Räume rein. Das ist so random. Wir schauen uns mal um hier in Afghanistan, irgendeiner Straße. Man sieht viele Menschen, viel Chaos, aber man sieht tatsächlich nicht eine einzige Frau hier irgendwo auf der Straße. Wir haben zwar schon ein paar Frauen gesehen, oh mein Gott, das Kind wohl fast in den Bus umgefahren. Wir haben zwar schon ein paar Frauen gesehen, aber sehr, sehr wenig.
Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Tief in der Nacht kehren wir zurück an jedem Platz, wo wir schon die Nacht zuvor geschlafen haben. Direkt neben dem Checkpoint an der Stadtgrenze von Herat. Wir machen ein kleines Feuer, grillen Fisch, ein Moment der Ruhe nach einem Tag voller Eindrücke. Ein paar Taliban setzen sich zu uns. Sie helfen beim Holz, wärmen sich mit uns am Feuer. Und plötzlich wirkt alles so normal. Fast surreal. Noch vor wenigen Jahren hätte man sich niemals vorstellen können, mit jenen am Feuer zu sitzen, die einst als unsere Feinde galten. Und doch sitzen wir jetzt hier, gemeinsam und schweigend, unter einem afghanischen Sternenhimmel. Später verabschieden sich die Taliban, ein paar Einheimische kommen noch dazu. Sie sehen, dass wir eine Gitarre dabei haben und bitten uns schon fast flehend, etwas zu spielen. In Afghanistan ist Musik verboten. Singen, tanzen, musizieren, alles unterdrückt. Sie sagen, sie selbst dürften nicht, aber wir als Ausländer, wir könnten. Sie möchten nichts weiter als ein paar Töne hören, ein kleines Stück Freiheit, versteckt in ein paar Akkorden. Und so spielen wir, leise, vorsichtig, ein paar Akkorde in der Dunkelheit, zwischen Waffen, Flammen und Verboten. Für einen Moment klingt Afghanistan anders, für einen Moment atmet jeder auf. Dann wird es still. Es ist unsere letzte Nacht hier, bevor wir morgen aufbrechen, tiefer hinein, mitten ins Herz von Afghanistan. Ein neuer Tag beginnt. Wir packen unsere Motorräder, schnallen das Gepäck fest und verlassen unseren improvisierten Schlafplatz am Checkpoint. Ein kurzer Zwischenstopp noch am Stadtrand von Herat, wo wir unsere Tanks füllen und ein letztes Mal zurückblicken. Bis hierher hat uns Afghanistan überrascht. Es ist eine völlig andere Welt, ja, aber anders. Anders, als wir es erwartet hätten. Die Taliban, die Menschen, sie waren neugierig, respektvoll und hilfsbereit. Wir haben uns in diesen ersten Stunden wohler gefühlt, als wir es je gedacht hätten. Dann liegt die Stadt hinter uns. Unser Ziel ungewiss. Wir halten grob Richtung Kabul. Über 1000 Kilometer liegen vor uns. Es dauert nicht lang, da geraten wir in den ersten Taliban-Checkpoint. Routiniert, höflich, aber bestimmt. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: diese Checkpoints werden uns ab jetzt ständig begegnen. Das ganze Land ist durchzogen davon. Und sobald wir irgendwo anhalten, wirklich irgendwo, ziehen wir sofort Aufmerksamkeit auf uns. Eine kleine Reisegruppe, schwer beladen auf Motorrädern, das bleibt nicht unbemerkt. Wir haben ja kurz neben der Straße angehalten. Ein wunderschöner Ausblick ist hier. Wirklich fantastisch die Landschaft. Natürlich halten Afghaner an, filmen uns, es kommt noch mehr auf einmal. Hallo! Hi! Ja, immer mehr Afghaner hier, die uns sneaky hier mitfilmen. Ach du Kacke, ey, was geht ab? Bye! Weißt du, selbst im größten Nirgendwo kommen die Leute hier an. Oh Gott, wo kommt ihr jetzt alle her? Halt's Maul. Hi! Und so setzen wir unsere Reise fort. Wir fahren stundenlang durch die Weite Afghanistans. Überraschend gute Straßen, fast menschenleer. Die Landschaft? Endlose Wüste. Durchbrochen nur von wenigen Dörfern, Feldern und Schafherden, die im Licht der tiefstehenden Sonne wie Schatten über die Straße ziehen. Und doch, selbst hier, fernab von allem, tauchen immer wieder Menschen auf. Sobald wir anhalten, bleibt niemand unbemerkt. Ein paar Blicke reichen und aus dem Nichts erscheinen Zuschauer. Neugierige, Kinder, Ältere. Als würde sich in dieser Leere jede Bewegung wie ein Magnet auswirken. Der Tag vergeht ruhig, wir machen gute Strecke. Und als die Sonne langsam sinkt, stoßen wir auf einen dieser Momente, die sich einprägen. Ein goldener Sonnenuntergang inmitten von Staub und Stille. Es wird Zeit, einen Schlafplatz zu finden. Wir machen einen kurzen Stopp, wir wollen euch was zu trinken kaufen. Den Supermarkt natürlich mal wieder, sobald man irgendwo anhält. Echt Wahnsinn, überall wo man anhält, so viele Leute. Wo kommen die her? Es kommen immer mehr. Wie ist es möglich? Jetzt hat die so einen Nachrichtendienst. Oh, das sind Touristen. Krass. Wir müssen hier noch einen kleinen Shop einkaufen. Wirklich schlicht eingerichtet, aber kriegen das Nötige zu trinken, dass wir heute Nacht wild campen können hier irgendwo in der Gegend. Ja, und dann ein bisschen einen Schlafplatz finden jetzt im Dunkeln. Also wirklich nur kurz einkaufen und wir haben jetzt ein komplettes Verkehrschaos hier ausgelöst und so viele Menschen hier um uns herum. Es ist wirklich krass, hinter mir alles voll, es ist wirklich lustig, weil keiner klaut irgendwas, die gucken alle nur und wollen reden, aber ich kann natürlich nicht mit denen reden, aber es ist halt wirklich krass, was hier abgeht. Innerhalb von wenigen Minuten stehen wir mitten in einer dichten Menschentraube. Dutzende Männer, Kinder, neugierige Blicke. Sie beobachten uns, nehmen jedes Wort, jede Bewegung auf. Handys sind gezückt, wir werden gefilmt. Kommunikation fast unmöglich. Niemand spricht Englisch und seit Stunden haben wir kein Netz, kein Internet, keine Verbindung zur Welt draußen. Auch der Übersetzer hilft uns hier nicht weiter. Wir stehen da, mitten in der Nacht,
fremd, sichtbar, ungeschützt. Die Situation kippt. Obwohl keiner bedrohlich wirkt, fühlt sich das Ganze plötzlich zu viel an. Zu eng, zu laut, zu unberechenbar. Wenn diese Menge wollen würde, könnten sie uns alles nehmen und niemand würde es mitbekommen. Wir schauen uns an und wissen, wir müssen hier weg. Wir starten die Motorräder, schieben uns durch die Menge, während einige uns hinterherlaufen. Das ist der erste Moment in Afghanistan, in dem wir uns wirklich unwohl fühlen. Und wie erwartet, bleibt der Aufruhr nicht unbemerkt. Am Stadtrand stoppen uns Taliban. Waffen über der Schulter, Blicke, die alles durchbohren. Sie kontrollieren unsere Pässe, stellen Fragen, schauen uns lange an. Doch am Ende lassen sie uns ziehen und wir dürfen das Dorf verlassen. Wir fahren weiter, hinein in die stockfinstere, dunkle Wüste, bis wir irgendwo am Straßenrand einen kleinen Feldweg entdecken. Wir sind jetzt gerade auf der Schlafplatzsuche. Wir haben uns diesen Schotterweg hier gefolgt, neben der Hauptstraße. Der Schotterweg macht da hinten tatsächlich einen Knick rechts rein in die Pampa. Wir müssen halt höllisch aufpassen wegen den Minen. Ja, das Problem ist, in Afghanistan ist noch sehr vermint und wir wollen auf keinen Fall den Weg verlassen. Deswegen werden wir den Weg verfolgen, der geht da scheinbar irgendwo rein und dort hoffentlich den Zeltplatz finden. Ja, einfach, wenn da ein Weg ist, dann wird da auch keine Mine liegen. Der Logik folgen wir jetzt einfach mal, der Hoffnung. So, für uns gibt es Wassermelone. Wir haben den Weg erfolgreich überstanden. Es war keine Mine zum Glück im Weg. Da hinten sieht man noch die Hauptstraße. Hier ist wirklich absolut nichts. Hier ist nicht mal irgendwie ein Licht oder irgendwas. Wir sind hier maximal im Nirgendwo. Ich denke, heute Nacht wird es richtig viele Sterne geben. Das wird wunderschön. Ja, auf jeden Fall ist unser Kocher mal wieder kaputt. Die Katze schaut auch zu, wie der Markt das da versucht zu reparieren. Dichtung ist kaputt gegangen. Wir haben hoffentlich eine Ersatzdichtung dabei. Das ist nichts Tragisches. Ist halt ärgerlich, dass wir so ein Kocherpech immer haben. Du machst was Dummes. Katze. Ja. Machen wir gleich Abendessen, dann gehen wir pennen. Neuer Tag in Afghanistan fängt an. Wir fühlen uns eigentlich ziemlich wohl. Kochen wir unseren Kaffee. Sind hier aufgewacht, haben hier gezeltet einfach. Ein bisschen weiter weg von der Hauptstraße. Wir haben hier auch ganz neue Tiere entdeckt. Und zwar sind hier Kamelspinnen unterwegs und die sehen echt richtig gefährlich aus. Die wollte mich auch gestern attackiert. Warte sie nicht. Ach so, ja, eine Spinne war richtig lustig. Trotzige Skorpione, giftige Spinnen und so ein Scheiß. Jetzt geht's los mit den Tieren. Ja. Ding ist, wir haben jetzt schon, seitdem wir hier sind, kein Internet. Das heißt, wir müssen dringend Internet kriegen. Jetzt kommt da so ein Motorrad-Afghane vorbeigefahren. Was macht denn der hier? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Plan, Internet auf jeden Fall zu finden und mal zu duschen und sowas, weil wir haben jetzt, seitdem wir hier sind, auch wenn wir eine SIM-Karte gekauft haben, wir kein Internet. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben jetzt seit hunderten Kilometern hier in dieser Gegend kein Internet. Das ist unglaublich. Unsere erste Nacht in der afghanischen Wüste ist überstanden. Und überraschenderweise haben wir besser geschlafen als gedacht. Trotz seltsamer Tiere, fremder Insekten und dem ständigen Gefühl, wachsam bleiben zu müssen, konnten wir uns ausruhen. Niemand hat uns gestört. Keine Kontrolle, keine neugierigen Blicke, nur Dunkelheit, Stille und die Weite der Landschaft. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, solche Nächte werden selten sein. Sehr selten. Also genießen wir den Moment. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen die Wüste in ein warmes Licht. Ein neuer Tag beginnt und wir bereiten uns vor auf den nächsten Abschnitt dieser Reise. Beim Blick auf die Karte wird uns klar, wir sind kaum vorangekommen. Die Strecke, die wir gestern geschafft haben, war gerade einmal ein Bruchteil dessen, was eigentlich nötig gewesen wäre. Wenn es so weitergeht, werden wir noch Wochen durch Afghanistan fahren. Und das war eigentlich nicht der Plan. Also setzen wir uns ein Ziel. Strecke machen. Nicht anhalten, nicht verzetteln. Einfach fahren. Und so rollen wir wieder los. Immer weiter Richtung Kabul. Durch Wüste, Sand und endlose Weite. Mit nichts als dem Horizont vor uns und der Hoffnung, heute wirklich voranzukommen.
wir halt jetzt an, um Wasser zu holen. Da bei der Moschee hinter mir ist eine alte NATO- oder Amerika-Base. Man sieht, dass es auf jeden Fall eine alte Militärbasis im Westen ist. Und da ist die Moschee. Da dürfen wir auch Wasser holen. Es geht weiter, wie auch gestern, die Tage davor, wo man anhält. Davor war kein Mensch da. Jetzt sind bestimmt 20, 30 Leute da. Ja, Alba, da waren wir auch gerade eben da. Ja. Haben Selfies gemacht, ganz viele Fotos. Wenigstens dürfen wir unser Wasser auffüllen, das ist schon mal super. Es ist ein riesiges Chaos hier. Leider spricht da natürlich keiner Englisch, aber ist nicht so Das ist schlimm. gut so. Ja. Auf jeden Fall füllen wir uns unser Wasser auf und dann geht's weiter. Wir müssen noch Essen einkaufen. Das wird die Hölle, weil sobald wir bei irgendeinem Supermarkt anhalten, wird es genauso weitergehen, aber guck mal, wie viel. Aber es ist echt cool. Das ist halt was Besonderes hier. Sowas sieht man halt echt selten in Afghanistan. Mit gutem Grund, glaube ich. Ja, das ist so eine Gründe haben. Nicht sich aufsetzen, ins Ohr halten. Zuerst sind es nur ein paar Menschen, dann immer mehr. Wir stehen noch an der Moschee, füllen unsere Wasserkanister, als sich plötzlich eine riesige Menschentraube bildet. Aus allen Richtungen strömen sie heran. Jung, alt, neugierig, laut. In wenigen Minuten sind wir vollständig umzingelt. Man sieht weder uns noch unsere Motorräder. Nur noch Gesichter, nur noch Bewegung. Einige filmen uns, viele greifen nach den Taschen, nach Kameras, nach Ausrüstung. Wir sagen mehrfach, sie sollen bitte Abstand halten. Bitten sie nicht alles anzufassen, aber es interessiert niemanden. Stattdessen Lachen, Kichern, Ignoranz. Und dann stehen plötzlich auch bewaffnete Taliban in der Menge. Schweigend, beobachtend, aber ohne einzugreifen. In diesem Moment wissen wir nicht mehr, ob das hier gerade noch Neugier ist oder bereits Gefahr. Wir können nicht einschätzen, wer uns wohlgesinnt ist oder wer vielleicht auch nicht. Wir wissen nur, wir kommen hier gerade nicht weg. Dieses Land ist intensiv, nicht aggressiv, aber unberechenbar. Und in dieser Masse spüren wir zum ersten Mal, wie machtlos man sich fühlen kann, wenn man nirgends Raum hat und niemand reagiert. Wir verlassen die Moschee und das Chaos hinter uns und fahren los, einfach nur weg von dieser Masse. Doch der nächste Halt wartet schon, ein Taliban-Checkpoint. Sie stoppen uns, kontrollieren Ausweise, stellen Fragen. Im Hintergrund Einschusslöcher, alte Kasernen, Überreste eines Krieges, der noch in der Luft liegt. Die Kontrolle verläuft ruhig, fast beiläufig und trotzdem bleibt diese Spannung, dieses Gefühl beobachtet zu werden, nicht wirklich frei zu sein. Wir dürfen weiterfahren, also fahren wir, immer weiter. Später versuchen wir einzukaufen. Ein einfacher Supermarkt am Straßenrand. Doch sobald wir anhalten, wiederholt sich alles. Die ersten Blicke, dann die ersten Schritte. Und plötzlich sind sie da. Dutzende Menschen. Sie kommen näher, sie fassen Dinge an, sie reden, sie lachen. Doch niemand fragt, niemand hört zu. Wir brechen ab, springen auf die Motorräder, flüchten erneut. Hinter uns Rufe, Schritte. Ein paar Menschen verfolgen uns. Aber obwohl wir versuchen, den ganzen Tag zu fahren, machen wir so gut wie keine Strecke. Unzählige Checkpoints, Menschenmengen, die uns aufhalten und schlechte Straßen haben dafür gesorgt, dass wir dort nicht mal 100 Kilometer geschafft haben. Afghanistan entwickelt sich aktuell zu einem Albtraum. Und langsam bekommen wir das Gefühl, dass wir hier gar nicht mehr rauskommen. Assalamu alaikum. Hello. Pleasure to meet you, my friend. How can I help you? Thank you so much.
Wir befinden uns jetzt in einer der am schwersten vom Krieg gekennzeichneten Regionen Afghanistans. Hier wurde bis zuletzt gekämpft und das sieht man an allem. Zerstörte Militärbasen, zerschossene Wachtürme, Panzer, die zwischen Schutt und Staub verrosten. Straßen, die von Explosionen zerfetzt wurden. Hier liegt der Krieg nicht hinter dem Land, er steckt noch mitten im Boden, in den Wänden, in den Gesichtern. Und mittendrin wir. Fahrend durch ein Trümmerfeld, weglos, ziellos, nur Richtung Kabul. In einem kleinen Supermarkt kaufen wir endlich Trinkwasser, doch wie immer dauert es nicht lang, die Menschen kommen. Sie stehen da, sie beobachten, sie greifen. Wir finden keine Ruhe, keine Pause, keine Distanz. Jeder Halt wird zur Belagerung. Und während wir dort stehen, mitten in der Menge, fällt uns auf, so viele Männer, so viele Jungen, aber keine Frauen, kein einziges Mädchen. Nicht im Laden, nicht auf der Straße, nicht in der Nähe. Wir fragen uns, wo sie sind, an welchen Orten dürfen sie sich aufhalten. Warum dürfen sie am normalen Leben nicht teilnehmen? Diese Frage lässt uns nicht mehr los. Sie begleitet uns den ganzen Tag, still aber schwer. Wir fliehen erneut über gesprengte Straßen vorbei an zerschossenen Dörfern, bis wir den nächsten Taliban-Checkpoint erreichen. Die Kontrolle chaotisch, doch das Maschinengewehr im Anschlag. Wir zeigen unsere Pässe, machen wie so oft ein Foto mit den Kämpfern, lächeln, nicken, weiterfahren. Doch all das kostet Kraft, körperlich und psychisch. Die Hitze, der Staub, die ständige Anspannung, die ständige Aufmerksamkeit, die Ungewissheit, was der nächste Halt bringt. Dazu kein Internet, kein Kontakt nach draußen, kein Essen, kein Trinken. Seit Herat keine einzige richtige Mahlzeit und keine einzige ruhige Minute. Irgendwann am späten Nachmittag halten wir einfach mitten auf der Straße an. Nicht weil wir wollen, sondern weil wir nicht mehr können. Das Dorf ist nicht so groß. Vielleicht genau, wir machen nur kurz eine Pause, dass die Tiere da was trinken können. Hat kurz seine Ruhe, weil es war kein Mensch da. Jetzt aus dem Nichts. Alles voll. Kein Mensch war hier. Keiner. Nicht einer. Wie ist es möglich, Marc? Das ist krass, aber uns jetzt immer, das ist halt keine Pause, die wir machen können. Wir müssen aufpassen, wir machen Reißverschlüsse auf und so. Da ist die Katze. Wo ist die Katze? Man kriegt die Katze nicht. Aber mein Ölstand passt. Der Ölstand passt nicht schlecht. Und wieder sind wir umzingelt. Wieder drängen sich Menschen an unsere Motorräder. Wieder kein Raum, keine Luft, kein Moment für uns selbst. Also fliehen wir. Schon wieder. Fahren weiter. Immer weiter. Doch selbst auf der Straße keine Ruhe. Andere Fahrer versuchen uns anzuhalten, uns anzusprechen, uns heranzuwinken. Mitten im Verkehr bei voller Fahrt. Dann der nächste Taliban-Checkpoint. Die Kontrolle läuft ruhig, aber die Menschenmenge ist da. Wie immer. Sie stehen um uns herum, fassen die Motorräder an, fassen unser Gepäck an. Wir müssen aufpassen. Auf unsere Wertsachen, auf unsere Pässe und vor allem auf uns selbst. Wir fahren weiter, doch weit kommen wir nicht. Denn schon wartet der nächste Taliban-Checkpoint. Und dieses Mal ist alles anders. Streng, ernst, kein Lächeln, kein Smalltalk, kein Foto. Ich regel das. Fahr vor mich. Salam. Hallo. Germany. Yes. Perfect. Helm ausziehen. Hi. Die Situation eskaliert langsam. Einige Schaulustige nähern sich, doch die Taliban schicken sie sofort weg. Ein unmissverständliches Zeichen, das hier ist ernst. Die Männer wirken nicht neugierig, sie wirken misstrauisch, angespannt. Dann behauptet einer von ihnen, dass der Pass unseres Mitreisenden gefälscht sei. Plötzlich stehen wir inmitten einer Diskussion, von der wir kein Wort verstehen. Wir versuchen uns zu erklären, zeigen auf den Pass, auf unsere Route, auf unsere Namen. Aber niemand versteht uns und wir verstehen sie nicht. Denn wie so viele andere in Afghanistan können auch sie weder lesen noch schreiben. Unser Google-Übersetzer ist nutzlos. Sprache gibt es in diesem Moment nicht. Sie rufen herum,
diskutieren laut, telefonieren. Wir wissen nicht, worum es geht, nicht wie lange es dauert, nicht was als nächstes passiert. Die Minuten dehnen sich ins Endlose. Wir stehen einfach nur da, still, völlig ausgeliefert. Dann, endlich, geben sie uns das Zeichen, wir dürfen weiterfahren. Aber ein Taliban bleibt regungslos stehen. Er ist nicht zufrieden mit der Entscheidung, dass wir gehen dürfen. Er schaut uns hinterher, sein Blick ist kalt, unversöhnlich. Wir fahren los, direkt hinein in den Sonnenuntergang der afghanischen Wüste. Aber wir spüren keine Erleichterung, nur Leere. Unser Körper sitzt auf dem Motorrad, aber der Kopf ist woanders. Wir fühlen uns schwach, ausgelaugt, körperlich und seelisch. Die Erlebnisse der letzten Tage haben sich tief in uns eingebrannt. Zuerst der Motorschaden im Iran, der uns schon alles abverlangt hat, und dann Afghanistan. Die Checkpoints, die Menschenmengen, der Druck, die ständige Aufmerksamkeit. Und überall diese Armut. So viele Kinder, so viele Menschen, die nichts besitzen, die keine Perspektive haben, die nicht lesen und nicht schreiben können. Und was uns besonders trifft, wir sehen keine Frauen, keine Mädchen, nicht auf den Straßen, nicht in den Dörfern, nicht in den Städten. Wir hatten das Gefühl schon von Anfang an, aber es fällt uns immer stärker auf. Afghanistan zeigt uns eine Welt, in der ein ganzer Teil der Gesellschaft unsichtbar bleibt. Und gleichzeitig, es fehlt die Leichtigkeit. Keine Musik in den Straßen, kein Lachen, keine Fröhlichkeit, keine Unterhaltung, nur Alltag, nur Überleben. Und mittendrin wir, immer stiller werdend, immer leerer. Aber es geht nahtlos weiter. Nach stundenlanger Fahrt erreichen wir ein kleines Dorf. Wir sind müde, erschöpft und einfach nur irgendwo ankommen. Kurz reden, einen Schlafplatz suchen. Doch kaum halten wir an, noch bevor wir abgestiegen sind, kommen sie schon. Die ersten Menschen laufen auf uns zu, reden auf uns ein, umringen uns, belagern uns. Keine Chance, überhaupt ein paar Worte miteinander zu wechseln. Also ergreifen wir wieder die Flucht, verlassen das Dorf, biegen einen kleinen Feldweg ein, abseits der Straße, mitten ins Nichts. Vielleicht finden wir dort endlich Ruhe. Doch selbst dort steht plötzlich ein Mann, ein Afghane, er schaut uns neugierig an. Wir halten an, versuchen mit ihm zu sprechen, ihm zu erklären, wir wollen hier irgendwo übernachten, ob es sicher ist. Aber wieder das gleiche Problem. Er versteht uns nicht, spricht kein Englisch, kann nicht lesen, nicht schreiben. Unser Übersetzer bleibt stumm. Unsere Hände reden, doch wir erreichen ihn nicht. Und dann geschieht, was immer geschieht. Es tauchen weitere Menschen auf. Sie kommen von überall, zu Fuß, vom Feld, vom Dorf. Sie belagern uns, mitten auf einem abgelegenen Feldweg. Und wir fragen uns nur noch, wie kann es sein, dass wir selbst hier, im absoluten Nichts, keine Ruhe finden. Die Leute, die kommen angelaufen zu uns. Die kommen mit allem angelaufen. Das ist unfassbar. Da hinten kommen auch irgendwo welche angelaufen. Alle kommen her. Das ist unfassbar. Von überall. Krass, ey. Von überall. Scheiße. Kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie das hier abgeht, ey. Wir ergreifen erneut die Flucht. Nicht aus Angst, sondern aus Überforderung. Was wir uns am meisten wünschen, ist einfach nur ein Moment Ruhe. Ein Abend, an dem wir durchatmen können, miteinander sprechen können. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen, kaum getrunken und nicht ein einziges Mal wirklich miteinander reden können. Aber die Flucht führt direkt in den nächsten Taliban-Checkpoint. Die Kontrolle dauert. Es wird langsam dunkel. Am Ende fragen wir sie nach einem Schlafplatz und sie zeigen wortlos geradeaus und dann nach rechts, hinein in die Dunkelheit der Wüste. Also fahren wir weiter. Ein Stück den Highway entlang, dann biegen wir ab, rein in die Nacht, rein ins Nichts. Wir haben endlich unseren Schlafplatz gefunden. Es ist so ewig schwer, hier in Afghanistan einen Schlafplatz zu finden, weil einfach immer und überall Menschen sind. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Schiss. Ich dachte, wir haben einen menschenfreien Platz gefunden, aber ja, er macht's aus, oder? Oder? Fährt er weiter? Fährt er weiter? Bitte fahr weiter, bitte fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Oh. Yay! Ich glaube, das ist die erste Person, wo heute weitergefahren ist. Gott sei Dank. Hier noch den Vergaser kurz geputzt, weil so viel Sand hier in der Luft ist, dass das Rädchen hing. Das hing immer fest und dann konnte ich kein Gas mehr geben und dann ist der Zug ausgehangen. Das ist halt ein riesen Aufwand, weil man muss den Tank ausbauen. Und das ist ein recht großer Eck bei mir, aber scheint wieder zu gehen und hoffentlich die einzigste Panne hier in Afghanistan. Jetzt ist der Sand endlich weg. Das Rädchen dreht sich wieder, wir kochen uns unser Abendessen. Das haben wir uns auch schon längst verdient. Und genießen einfach die Ruhe. Man kann sich nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Man kann nicht mal anhalten, um Eier zu kaufen. Es geht nicht. Die ersten 2 Tage waren Spaß. Jetzt wird es anstrengend, aber so richtig. Wir haben auch nicht einmal in Afghanistan richtig essen können. Nein, noch gar nichts. Wir haben einmal Rührei gegessen. Das war's bisher. Es geht nicht. Man kann ja nirgendwo anhalten. Man kann nicht einkaufen, gar nichts. Es ist...
Und das Schlimme ist, die fassen dich an, die machen deine Taschen auf. So krass. Jeder will dir die Hand schütteln, alle wollen irgendwas von dir, es ist krass. Du stehst nur, die fassen alles an, machen so, geben Gas, drücken auf irgendwelche Knöpfe. Wir haben jetzt ganz gesund gekocht. Nudeln mit Gemüsesoße, die Kartoffeln haben wir schon gegessen. Der Hund schaut zu. Die zwei essen schon. Ein Afghanen haben natürlich auch wieder aufgegabelt. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Der kam einfach aus dem Nichts. Auf jeden Fall lassen wir es uns schmecken und dann gehen wir ins Bettchen. Selbst verdient jetzt schlafen zu gehen. Das war ein anstrengender Tag. Alman Turjuman. Germany. Not Uzbekistan. No. Germany, Alman. Angela Merkel. Football. Bayern Munich. Jetzt hier beim Kaffee trinken kommt natürlich wieder jemand mit der Waffe vorbei. Der schaut auch in unsere Sachen rein. Aber er ist eigentlich ganz brav. Er hat uns aber gerade auch Kriegsvideos gezeigt, Ja. aus irgendeinem Grund. Sieht schon wild aus, einfach beim Campen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns unser Frühstück fertig gemacht. Ich glaube, wir packen mal langsam. Dann stehen sie einfach da. Und es werden immer mehr. Sie sagen nichts, sie fragen nichts, sie beobachten einfach. Still und unaufhörlich. Der ganze Morgen vergeht unter Blicken. Während wir Kaffee kochen, uns notdürftig mit Kanisterwasser waschen, unser Gepäck zusammenpacken. Immer unter Beobachtung. Es fühlt sich an, als wären wir in einem offenen Schaufenster. Es würde jede Bewegung, jedes Wort, jede Geste kommentarlos verschluckt, aber nicht vergessen. Wir fahren los und sofort beginnt es wieder. Autos ziehen neben uns her, Fahrer rufen, filmen, wollen unsere Aufmerksamkeit. Aber wir haben nichts mehr zu geben. Dann eine Frau, auf einem Motorrad, hinten drauf, völlig eingehüllt, versteckt von der Welt. Ein Moment, der in uns einschlägt. Innerlich freuen wir uns, endlich eine Frau zu sehen. Ein Hauch von Normalität, aber im selben Moment Traurigkeit, Schmerz. Denn da sitzt sie, in Bewegung, aber ohne Freiheit, versteckt, unsichtbar gemacht von einer Welt, in der sie nicht teilhaben darf. Wir erreichen eine Kleinstadt und landen im nächsten Taliban-Checkpoint. Die Kontrolle dauert, sie wirken desinteressiert, aber wachsam. Dann dürfen wir weiterfahren. Doch selbst danach, keine Ruhe, Fahrer, die uns verfolgen, filmen, bedrängen. Ein ständiges Spiel aus Aufdringlichkeit und Flucht. Und dann, fast unerwartet, finden wir Internet. Zum ersten Mal seit Tagen. Wir setzen uns in einen kleinen Kiosk direkt an der Straße und ignorieren alles um uns herum. Zum ersten Mal schreiben wir unseren Familien. Ein kurzes Lebenszeichen. Ein kurzer Blick zurück in eine andere Welt. Doch diese Welt ist weit weg und die anderen Bilder lassen uns nicht los. Die Videos, die der Mann uns am Morgen gezeigt hat. Brutale Kriegsaufnahmen, tote Soldaten. Sie sitzen tief und wir wissen bis heute nicht, warum er sie uns gezeigt hat. Der Worst Case ist passiert. Ein Motorrad springt nicht mehr an, weil die Batterie leer gegangen ist. Jetzt müssen wir Starthilfe geben. Man sieht es zwar nicht, aber ganz da hinten ist das Motorrad. Müssen wir jetzt durchkämpfen, Starthilfe. Es ist krass, wie viele Leute um mich herumstehen. Kein einziger hilft. Keiner fragt, ob er helfen kann, ey. Wir versuchen gerade das Motorrad zu starten. Man sieht leider durch die ganze Menschenmenge das Motorrad nicht. Aber da hinten. So krass. Alle filmen ein, deswegen wird zurückgefilmt. Überall stehen die Leute rum. Es ist echt krass. Wo sind wir hier gelandet? Ja, keiner hilft. Die sind alle nur da und nerven. Um es einfach mal so zu sagen. Die sind nur da, sind im Weg, keiner bietet Hilfe an irgendwas. Einer wollte gerade den Powerbank abkaufen, Alter. Zum Starthilfe geben. What the fuck? Für 2 Euro oder so. Das ist keine Hilfe. Wir beginnen mit der Starthilfe. Das Motorrad springt nicht an. Rund um uns Dutzende Männer. Sie stehen dicht, fassen unsere Taschen, filmen uns, beobachten jede Bewegung. Wir müssen das Problem lösen und gleichzeitig auf alles achten. Auf unser Gepäck, unsere Technik, unsere Dokumente. Und vor allem darauf, dass die Situation nicht kippt. Die Blicke dringen tief. Ein kleiner Funke würde reichen. Alles wirkt angespannt. Jede Sekunde zählt. Dann endlich, das Motorrad läuft. Wir packen zusammen, sammeln uns und fliehen ein weiteres Mal. Zurück auf die Straße. Doch sie ist kaum noch als solche zu erkennen. Zerfetzt vom Krieg, gezeichnet von Jahrzehnten. Ein Vorankommen ist kaum möglich. Der Asphalt ist zerbröckelt, die Fahrbahn übersät von Schlaglöchern, Rissen, Furchen. Über Jahre hinweg hat hier niemand mehr instand gesetzt. Alles wirkt kaputt, verwahrlost, unberechenbar. Und vor uns
Kandahar. Eine Stadt, deren Name uns schwer im Magen liegt. Denn wir wissen nicht, was uns erwartet. Aber wir haben Angst. Eine leise, lähmende Angst. Wir fühlen uns leer, erschöpft, ausgelaugt. Und doch müssen wir weiter. Am Rand der Stadt wollen wir kurz anhalten, uns besprechen, etwas trinken. Doch es reicht nicht einmal für einen Schluck. Sofort sind sie wieder da. Dutzende. Wir sind umzingelt. Schon wieder. Es bleibt uns keine Zeit, keine Orientierung. Wir müssen weiter. Ohne Navi, ohne Plan, direkt hinein nach Kandahar. Der Bankautomat steht mitten in der Stadt. Wir biegen in eine Nebenstraße, in der Hoffnung, nicht sofort aufzufallen. Doch es dauert nur Sekunden und Menschen strömen aus allen Richtungen. Es werden mehr und immer mehr. Wir stehen inmitten einer Wand aus Körpern, Blicken und Fragen. Alles ist eng, laut, chaotisch. Wir können nichts unbeaufsichtigt lassen. Die Motorräder, die Taschen, selbst die Helme. Alles muss festgehalten werden. Wir verlieren den Überblick, können uns kaum noch bewegen. Die Menge wird dichter, die Stimmung unklar. Der Bankautomat macht Probleme. Wir müssen länger bleiben. Jede Minute ist ein Risiko. Dann, Geld in der Tasche, wir wollen fliehen. Doch sie lassen uns nicht, halten die Motorräder fest, blockieren den Weg. Wir spüren Panik, versuchen uns frei zu kämpfen. Es ist keine Flucht mehr, es ist ein Überlebensinstinkt. Es ist okay, lass es. Digga, haltet mich doch nicht. Digga, die halten mich fest, Digga. Geht weg. Geht weg. Nein, lass es in Ruhe, geh weg. Digga, die halten mich fest, Alter. Wir entkommen irgendwie, fahren raus aus dem Zentrum, halten kurz an einem kleinen Kiosk. Wir brauchen Essen. Doch auch hier sofort wieder eine Menschenmenge. Sie belagern uns aus allen Richtungen. Der Ladenbesitzer wittert seine Chance, versucht uns abzuzocken. Die Preise sind absurd. Wir müssen verhandeln, diskutieren, aushalten. Wir wollen hier gerade nur kurz Gemüse einkaufen. Mal wieder alles voll. Wo wir uns hinstellen, es ist so krass, man kann sich das nicht vorstellen. Elias ist gerade am Verhandeln. Ich hoffe, das Deutsch ganz gut. Das ist krass. 80 plus 50, 130. Hier die ganze Zeit wird gefilmt, dann wird zurückgefilmt, ganz einfach. So krass, was hier abgeht. Die Situation zieht sich, wir sind sichtbar am Ende. Dann wieder rauf auf die Bikes. Flucht Nummer 3 an diesem Tag. Hinter uns eine Kolonne aus Motorrädern. Sie folgen uns, laut und nah. Wir fahren so schnell wie wir können, durch den Verkehr, durch das Chaos. Wir müssen uns konzentrieren, aber unser Kopf ist längst irgendwo anders. Alles, was wir wollen, ist raus aus dieser Stadt. Wir halten nicht mehr an, nur noch zum Tanken. Keine Pausen, kein Durchatmen, nur raus. Einfach nur raus. Irgendwann außerhalb der Stadt finden wir ein trockenes Flussbett. Abgelegen, keine Häuser in der Nähe, kein Verkehr. Endlich, Ruhe. Denken wir. Doch es dauert keine 5 Minuten und die ersten tauchen auf. Erst sind es 2, dann sind es mehr. Sie beobachten uns, sie sagen nichts, nur Blicke. Und dann kommen mehr und mehr. Und plötzlich haben wir wieder ein neues Problem. Das Auto steckt fest und er filmt uns. Er filmt uns dabei, wie das Auto feststeckt. Was für ein Keiner ist bemüht, Arschloch. uns zu helfen. Nein, nada. Ja, und es kommen immer mehr Menschen. Ich fasse es nicht. Was für das für Menschen? Ey, der Ding steckt im Boden fest. Das ist so unglaublich. Nicht einer hilft. Nicht einer hilft uns. Das ist unglaublich. Und sie packen uns nur ab. Wir sind hier am Arsch der Welt und sie filmen uns. Ich fasse es nicht. Ich bin so sauer. So sind wir jetzt endlich angekommen. Wir haben jetzt alles geschafft. Das Auto ist raus. Das erste Zelt steht schon. Das zweite Zelt bauen wir jetzt auf. Dann fangen wir jetzt an zu kochen. Es gibt dann Kartoffeln mit Gemüse. Und wir sind heute ungefähr 160 Kilometer weit gekommen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, bestimmt 9 Stunden auf dem Motorrad, keine Strecke gemacht, weil überall, wo man anhält, riesige Menschenmengen. Der Tag sitzt tief in den Knochen. Psychisch und körperlich sind wir einfach am Ende. Wir haben alles gegeben, alles erlebt, alles ausgehalten. Jetzt wollen wir nur noch eins: Schlaf. Eine ruhige Nacht, ohne Menschenmengen, ohne Kontrollposten, ohne Angst. Nur für einen Moment nichts. Stillstand, einfach nur Ruhe. Wir kriechen unser Zelt mitten in der Wüste. Mit der Dunkelheit kommt die Kälte.
Die Hitze des Tages ist längst verschwunden. Jetzt wird es bitterkalt. Wir hoffen, dass wir morgen mit mehr Kraft aufwachen, mehr Energie, mehr Abstand zu dem, was heute war. Aber im Moment fühlt sich alles einfach nur schwer an. Wir sind gerade aufgewacht. Wir haben nicht so gut geschlafen. 6:30 Uhr. Ich glaube, ihr könnt euch fragen, wer uns aufgeweckt hat. Und zwar ein Afghaner auf Motorrad. Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Jeden Tag dasselbe. Ich will doch nur kurz aufstehen, meine Ruhe haben. So, jetzt kommen schon die nächsten Afghanen. Jetzt geht's genauso los wie gestern. Dann schauen die uns bei jedem Scheißschritt zu. Weißt du, man hat ihm schon 20 Mal gesagt, dass man die Sprache nicht sprechen kann. Und was macht er? Er redet weiter und stellt Fragen und redet und macht Geräusche. Wieso? Jungs, Oh nein! Scheiße. Die Kleine! Nein! Okay, tschüss die. Oh, bitte lass mich schlafen, Mann! Zieh ab! Soll ich mal die Kamera drehen? Hi! Morning! Hola! Scheiße. Alle beim Kaffee trinken. So krass, ey. Man kann echt keinen Schritt machen, ohne dass irgendwelche Afghanen zuschauen. Aber jetzt trinken wir unseren Kaffee. Heute fahren wir mal mit besserer Stimmung los. Ich glaube, heute wird es einfach besser alles. Ja, bestimmt. Ja, Ich glaube auch fest. ich glaube auch fest, dass es heute ein besserer Tag wird. Ja, ist echt unfassbar. Hat ein Kind mein Handy aus der Handyhalterung geklaut. Keiner hier von den Menschen macht irgendwas dagegen. Zum Glück hat es die Insta gefilmt. Ich habe ihn ertappen können. Er hat dann das Handy da hinten in den Sand geworfen. Ich habe es jetzt wieder. Ich habe mein Handy wieder. Ist halt jetzt voller Sand. Und nichts passiert. Da hinten läuft er weg. Da hinten geht er weg. Was für ein Scheiß, ey. Ist unfassbar, dieses Land. Wirklich unfassbar. Man kann nichts machen. Die Kamera hat es gefilmt. Die ganzen Erwachsenen, die lachen drüber. Es ist unglaublich, was hier passiert. Ich bin wirklich sauer. Keiner hilft dir, weil wieder jeder schaut zu und keiner macht irgendwas. Wir sitzen auf dem Motorrad, bereit diesen Ort zu verlassen. Der Morgen hat uns wieder zermürbt. Menschen standen stundenlang um unser Zelt, haben uns belagert, beobachtet, bedrängt. Das ausgetrocknete Flussbett, das für eine Nacht Schutz geben sollte, hat uns nichts gegeben außer Unruhe. Einer hat versucht, mein Handy zu stehlen. Ich habe es zurückgeholt, aber das Gefühl bleibt. Wir sind hier nie sicher. Und so fahren wir, still, jeder für sich. Keiner sagt ein Wort. Wir wissen, was jetzt zu tun ist. Wir haben uns verständigt. Wir wollen nur noch hier weg. Es ist Tag 6 in Afghanistan. Eigentlich hatten wir geplant, das Land am 6. Tag längst verlassen zu haben. Aber jetzt stehen wir hier. Und wir haben nicht einmal die Hälfte geschafft. Nicht einmal den Weg hinaus. Wir wissen nicht, wie viel schlimmer es noch werden kann. Wie viele Checkpoints noch kommen. Wie viele Blicke, wie viele Straßen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch brauchen werden, um dieses Land endlich zu verlassen. Wenn die Straßen noch schlechter werden, wenn die Bedingungen noch härter werden, werden wir noch lange gefangen sein. Jeden einzelnen Tag sitzen wir stundenlang auf dem Motorrad, fahren und kommen doch nicht voran. Nach 6 Tagen ist unsere Energie aufgebraucht. Wir sind leer. Und doch fahren wir weiter. Keine Neugier mehr, kein Interesse, etwas zu sehen. Kein Kabul, kein Umweg, nur noch raus. Die Wüste zieht an uns vorbei. Unverändert, monoton. Aber in unseren Köpfen ist nichts ruhig. Wir sind müde und wir wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Denn da vorne der nächste Taliban-Checkpoint.
Steht ein alter Jeep von den Amis noch hier, mit Einschusslöchern und allem. Ist echt sehr interessant, wirklich spannend. Und ja, jetzt steht er hier bei den Menschen. Und da sieht auch die Einschusslöcher da vorne, das ist echt krass. Der muss richtig Kampf gesehen haben, der wurde richtig abgeschossen, ey. Überall heftig, ey. Die auf Macht, das passiert gerade, das steht jetzt hier bei den Taliban. Aber es ist echt krass, was so gar nicht versehen, auch noch mit den Schrift hier drauf, mit dem Auslieferungscode. Das ist echt richtig krass. Die dicken Texte sind alles heftig. Wir verlassen den Taliban-Checkpoint. Zum ersten Mal war es ruhig. Keine Hektik, keine neugierigen Menschenmengen. Die Taliban waren überraschend freundlich. Sie haben uns nicht nur durchgelassen, sondern auch die vielen Menschen weggeschickt, die uns umringt und beobachtet hatten. Für einen kurzen Moment hatten wir wirklich Ruhe. Ein Moment für uns, mitten in Afghanistan, mitten unter Taliban. Und doch war es einer der ruhigsten Augenblicke dieser Reise. Wir fahren weiter, Richtung Kabul, immer weiter. Inzwischen haben wir fast 3/4 des Weges geschafft, doch die Müdigkeit bleibt, die Ungewissheit auch. Dann erreichen wir eine kleine Stadt, unscheinbar, auf den ersten Blick wie jede andere. Am Ende dieser kleinen Stadt sollten 2 Dinge geschehen, die alles verändern würden. 2 Dinge so gegensätzlich und doch so einschneidend, dass sie unsere gesamte Reise in Afghanistan auf einen neuen Kurs bringen sollten. Am Ende der Stadt ist die Straße völlig zerstört. Wir stecken fest zwischen schwerem Verkehr und kaputtem Asphalt. Die Sonne brennt auf uns nieder, die Motorräder überhitzen und wir sind völlig gefangen zwischen riesigen LKWs. Bis dann auf einmal Ich muss hier vorbei, ich muss hier raus, Alter. Und dann zeigen uns die Menschen in diesem Land wieder einmal, dass wir nicht willkommen sind. Wir werden mit Steinen beworfen, bedroht und beleidigt. Ein weiteres Mal fühlen wir uns extrem unsicher, ausgeliefert und verloren. Doch endlich erreichen wir einen Taliban-Checkpoint. Und so absurd es klingt, wir sind erleichtert, die Taliban zu sehen. Sie ziehen uns sofort raus, schicken die Menge weg, verschaffen uns Luft zum Atmen. Wir bekommen halbwegs einen Moment der Ruhe. Das erste Mal seit Stunden fühlen wir uns wieder sicher bei den Taliban. Ist das nicht ironisch? Zu unserem großen Glück hat jemand gesehen, was im Stau passiert ist. Jemand ganz Besonderes. Jemand, der alles verändern sollte. I'm really stressed. Yeah, because kids throw stones. No, please. There are not this kind of problems. We have these checkpoints here. They will try hard to control all the tourists. Diese Person ist ein extrem hoher Taliban-General. Ein mächtiger Mann. Ein Mann mit Einfluss. Er kommt direkt auf uns zu. Sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen. Wir dürfen hier direkt am Checkpoint eine Pause machen. Er nennt uns seine Gäste, sagt, er schätzt unseren Besuch und dass wir uns nicht unsicher fühlen sollten, nicht verängstigt, nicht hier, nicht in seinem Land. Er gibt uns seine persönliche Nummer und lässt uns ein Foto seines Ausweises machen. Ruft mich an, sagt er, wenn auch nur das kleinste Problem auftaucht. Ab jetzt ist jeder Taliban euer Freund. Ihr sollt keine Angst mehr haben. Und tatsächlich, wir holen unseren Kocher raus, fangen an zu kochen, mitten auf dem Checkpoint, inmitten bewaffneter Taliban. Und dann dürfen wir in einem alten amerikanischen Container zusammen mit den Taliban essen. Sie geben uns Reis, Getränke und Joghurt. Und so sitzen wir dort, nebeneinander, schweigend, gemeinsam und genießen die Ruhe. Die Pause am Checkpoint dauert überraschend lang. Und wir genießen jede Minute. Das erste Mal aufatmen, das erste Mal durchatmen. Und tatsächlich, wir haben sogar Internetempfang, nach Tagen der Unsicherheit. Aber irgendwann ist es soweit. Gegen Nachmittag verlassen wir die Sicherheit des Checkpoints und fahren weiter. So, für uns geht es weiter in diese Richtung nach Kabul. Wir machen uns das fertig. Wir haben gegessen, wir haben uns sehr gut entspannt. Wir haben da den amerikanischen US-Container gegessen und dann geht es jetzt weiter nach Kabul. Hoffentlich kommen wir an, hoffentlich bleiben die Straßen recht gut. Also los geht's, hopp hopp. Wir fahren weiter. Über Straßen, die kaum noch welche sind. Vom Krieg zerfressen, von Bomben gezeichnet. Und doch ist es die einzige Hauptstraße des Landes. Die einzige Verbindung, über die sich ganz Afghanistan bewegt. Der Fortschritt ist langsam, sehr langsam. Aber diesmal ist es anders. Die Worte der Taliban, sie haben uns aufgebaut. Das Essen, die Ruhe, das Zusammensitzen im Container.
All das hat uns Kraft gegeben. Wir fühlen uns gestärkt, wacher, vorbereiteter auf das, was noch kommt. Und zum ersten Mal, seit wir in diesem Land sind, werden wir in Ruhe gelassen. Kein Chaos, keine Hände, keine Menschenmassen. Nur wir, der Lärm des Verkehrs, der Staub der Straße und unser Ziel. Langsam verlassen wir die Region Kandahar und die Menschen werden spürbar anders. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten. Die Regionen, durch die wir die letzten Tage gefahren sind und in denen wir uns immer noch befinden, gehören zu den gefährlichsten ganz Afghanistans. Selbst Afghanen, die wir später treffen sollten, erzählen uns, dass sie dort niemals hinfahren würden. Viel zu gefährlich, selbst für sie. Aber das wussten wir nicht. Die Sonne beginnt unterzugehen und mit ihr beginnt die Suche nach einem Schlafplatz. Wir sind auf der Schlafplatzsuche. Wir hatten uns überlegt, da zu schlafen, um Windschutz zu kriegen. Aber wir haben Angst, dass da Minen liegen. Das ist nicht so geil aus. Wir würden an der Straße anhalten und uns nerven. Ja, auf jeden Fall ist der Sonnenuntergang wirklich wunderschön. Das ist eigentlich wirklich richtig schönes Bild hier. Außer die Strommasten, wo keine Kabel drin hängen, warum auch immer. Die sind schon seit dem ganzen Tag da. Wir werden jetzt weiterfahren. Wir werden jetzt weiter einen Schlafplatz suchen. Und hoffentlich bald was finden. Wir fahren weiter. Dort schlafen viel zu gefährlich. Die Sonne taucht die gesamte Umgebung in ein goldenes Licht. Wir fahren einfach. Still. Genießen die Ruhe. Es ist, als würde eine Last von unseren Schultern fallen. Plötzlich fühlt sich alles spürbar anders an. In diesem Teil Afghanistans ist es ruhiger, entspannter. Und so sind wir es auch. Der Wind, die Sonne, die letzte Wärme auf der Haut. In diesem Moment ist alles vergessen, was war. Die Waffen, die Menschen, die nicht lesen und schreiben können, die Zerstörung, die Unterdrückung. In diesem Moment zählt nur die Ruhe, das Licht der Sonne, die Landschaft, die sich so fremd anfühlt. Alles ist vergessen und für einen Augenblick kehrt wirklich Ruhe ein. Die Straße wird besser, der Verkehr wird dünner und wir fahren immer weiter, bis die Sonne endgültig verschwunden ist. Im Dunkeln beginnt die Suche nach einem Schlafplatz. Sie dauert, wieder einmal, aber irgendwann finden wir ihn. Ein kleiner Weg, abgelegen, still und plötzlich Ende. Die Straße ist gesprengt, ein riesiger Abgrund vor uns. Weit und breit kein Haus, keine Lichter, keine Menschen. Wir bauen unser Zelt auf. Inzwischen ist es draußen bitterkalt geworden. Wir essen eine Kleinigkeit und gehen dann schlafen. Mitten im Nirgendwo, umgeben von Dunkelheit. So, das Zelt steht endlich. Das war ein echt großer Eck, das aufzubauen bei dem Wind. Wir haben auch wirklich frostige Temperaturen bei 8 Grad. Der Wind ist eisekalt. Seit 3 Tagen folgt uns der Wind, aber heute ist er wirklich am allerschlimmsten. Und na, mal schauen, wie die Nacht wird. Wir haben gar keine Strecke heute gemacht. Es ist halt alles zerstört, die ganze Straße, die ganze Infrastruktur. Es ist arschkalt, dieser Wind, der hat unsere Motorräder auch fertig gemacht. Die Motorräder sind so eingestaubt. Die sind den ganzen Tag überhitzt, mit dem Verkehr, die schlechten Straßen. Und dass uns keiner wieder irgendwelche Sachen vom Motorrad klauen will. Dass wir jetzt eine ruhige Nacht haben. Kurz noch schnell unsere Zähne, dann gehen wir ins Bett. Also, Tag nach Nacht. Guten Morgen aus Afghanistan. Es ist Tag 5 oder 6 und wir sind gerade aufgestanden. Man kann hinter mir erkennen, dass wir Besuch haben. Wir versuchen unseren Kocher zu reparieren, dass wir Frühstück kochen können, aber irgendwie bekommen wir jetzt gerade richtig viel Besuch von Eseln. Was geht hier ab? Marc, was geht hier ab? Oh, mein Gott, ist der süß. Oh mein Gott. Oh. Warum halten die nicht an, dass ich die streicheln kann? Glaubst du, das sind Nomaden? Oh, was sind das für süße Esel? Eselchen. Na, auf jeden Fall. Oh Gott, da kommen noch mal so viele. Scheiße. Wo kommen die denn jetzt her? Alles nicht normal, was hier in Afghanistan passiert. Und wo gehen die hin? Die Straße ist eingekracht. Wo kommen die her? Ich will den Esel streicheln. Naja, wenigstens haben wir jetzt was zum Anschauen hier. Die Katze ist auch ganz gespannt, Alter. Die Katze vertraut den Esel nicht so ganz, wa? Was passiert hier? Ja, auf jeden Fall ein relativ großes Nomadenvolk, was hier gerade vorbeigezogen ist. Der eine Esel wurde auch gerade geschlagen. Interessant ist, da sind echt viele Frauen dabei gewesen. Da ist eine Frau, da. Das sind fast nur Frauen und Kinder und ein paar Typen. Also sehr interessant, was hier... Oh Gott, Auto auf Auto. Scheiße. Oh, durch die Eselherde. Wir wachen auf, mit guter Laune.
Zum ersten Mal seit Tagen fühlt es sich leicht an. Die Sonne scheint, der Wind ist still und nach dieser bitterkalten Nacht tut jeder Sonnenstrahl gut. Wir reparieren den Kocher, schauen den Nomaden zu, wie sie langsam vorbeiziehen, mit ihren Tieren, mit ihren Eseln, den großen Taschen. Und wir sind überrascht, so viele Frauen, so viele, wie wir sie in ganz Afghanistan noch nicht gesehen haben. Und wir stehen einfach nur da und beobachten, lächeln, atmen auf. Für einen Moment glauben wir, dass heute ein guter Tag werden könnte. Doch dann beim Zusammenpacken kippt die Stimmung. Etwas stimmt nicht. Also gerade beim Zusammenpacken ist uns aufgefallen, dass die Afghanen unsere 2 wasserdichten Säcke geklaut haben. Ich habe die extra hier an dem Bügel da festgemacht, dass sie nicht wegfliegen können. Da war auch unsere Zeltverpackung drin. Ihm haben sie die Powerbank vom Motorrad geklaut. Es ist unfassbar. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die Sachen festmachen soll. Also die ganzen Schlafsäcke waren da einen drin, die da oben drauf waren. Das Zelt und so war ja in dem anderen Sack drin, der da oben drauf war. Ich weiß nicht, wo ich das alles hinpacken soll. Auch die Heringe und das Zelt, die Zeltverpackungen sind weg. Ständig sind auch irgendwo irgendwelche Menschen, die dich beobachten, die dich anglotzen. Da waren gerade auch wieder Kinder, die haben einen Stein aufs Auto geworfen. Unsere Taschen haben sie geklaut und unsere Getränke haben sie geklaut. Jetzt hat sich auch noch herausgestellt, dass sie auch noch meine Schuhe und auch noch eine Tasche von mir geklaut haben. Unglaublich, diese Menschen da hinten, die sich da immer wieder versammeln. Der Diebstahl trifft uns hart. Wichtige Dinge wurden gestohlen. Es macht uns wütend, aber mehr noch, es macht uns unruhig. In der Nacht waren Menschen bei uns. Sie haben sich an unsere Motorrädern zu schaffen gemacht, Gurte geöffnet, ganze Taschen mitgenommen. Und da fragt man sich, wozu wären sie noch fähig gewesen? Vielleicht hatten wir einfach nur unfassbares Glück. In einem Land, in dem fast jeder eine Waffe trägt, in dem ein Menschenleben kaum einen Wert hat. Wir packen zusammen, doch wie immer tauchen Menschen auf. Sie filmen uns, sie kommen uns zu nah, viel zu nah. Wir versuchen zu kommunizieren, doch sie können nicht lesen, der Übersetzer bringt nichts. Wir deuten mit Gesten, bitten sie Abstand zu halten, aber sie lachen nur und kommen immer näher. Sie durchbrechen unseren Raum, sie bedrängen uns. Wir beschützen uns, jeder passt auf den anderen auf, nicht dass sie wieder etwas stehlen oder schlimmer noch. Als es zu viel wird, bleibt uns keine andere Wahl. Wir flüchten, wieder einmal, nur dass wir dieses Mal weniger dabei haben als vorher. Wir fahren los, tief hinein in die Wüste, Kilometer um Kilometer. Der schlechte Sprit, der Dreck, der Sand, alles nagt an die Maschinen. 2 Motorräder bekommen Zündaussetzer, aber wir halten nicht an, nicht jetzt. Ein Checkpoint. Wir werden rausgezogen, kontrolliert, Papierkram, Diskussionen. Es kostet Zeit, wertvolle Zeit. Doch irgendwann dürfen wir weiter. Wir fahren durch eine Landschaft, die sich verändert. Die Leere der Wüste wird durchbrochen von kleinen Lebendörfern, Feldern, einzelnen Menschen. Die Landschaft wird bergiger, grüner, lebendiger. Wir kommen den Bergen von Kabul immer näher. Dann die nächste Taliban-Kontrolle. Etwas stimmt nicht, sie lassen uns nicht weiter. Sagen uns aber nicht warum. Niemand hier kann lesen oder schreiben und niemand erklärt uns das Problem. Die Situation wird angespannt mit Minute zu Minute. Wir rufen unseren Kontakt an. Den hochrangigen Taliban-General, den wir gestern getroffen haben. Es ist Glück, dass wir Empfang haben und noch größeres Glück, dass er rangeht. Wir geben das Telefon den Taliban vor Ort. Ein Gespräch beginnt, wir verstehen kein Wort. Doch 2 Minuten später dürfen wir plötzlich weiter. Das Problem verschwunden. Einfach so. Erleichterung. In der Wartezeit haben wir uns besprochen. Die beiden anderen wollen einen Umweg machen, hinein in die Berge nach Bamiyan, zu den berühmten Buddha-Statuen. Wir aber wollen nur noch raus aus diesem Land. Aber alleine? Zu gefährlich. Also lassen wir uns überreden. 50 Kilometer vor Kabul biegen wir ab. Die Sonne sinkt, die Straße führt uns in eine kleine chaotische Stadt. Ein weiterer Checkpoint. Es ist laut, überall Menschen, Straßenverkäufer mit Schubkarren, kleine selbstgebaute Kioske. Hupen, Rufe, Chaos. Wir fahren Sonnenuntergang hinterher, hinein in die Dunkelheit. Dörfer ziehen vorbei, wir finden keinen Schlafplatz. Und dann, in tiefster Nacht, eine Szene wie aus einem Albtraum. Ein Auto überholt uns, blockiert die Straße. 2 bewaffnete Männer steigen aus. Sie richten ihre Waffen auf uns, schreien nicht, fordern nur absteigen, Helme ab, an den Straßenrand stellen. Wir wissen nicht, wer sie sind, was sie wollen. Ob sie Taliban sind oder vielleicht Schlimmeres. Wir haben keinen Empfang, können unseren Kontakt nicht erreichen. Dann kommen mehr. Weitere Männer, mehr Waffen. Wir stehen da, mitten in der Nacht umzingelt in einem kleinen, abgelegenen afghanischen Dorf. Okay, go. Sie sagen, wir sollen ihnen folgen. 2 Männer mit Sturmgewehren steigen auf ein klappriges, viel zu kleines Motorrad.
Wir fahren hinterher. Wir wissen nicht, wohin sie uns bringen wollen. Das Dorf lassen wir hinter uns, fahren hinein in die Dunkelheit. Kurz darauf biegen sie ab. Ein schmaler Offroad-Weg, holprig, eng, kaum befahrbar. Wir können kaum mithalten. Jede Minute zieht sich. Mit jedem Meter, den wir uns weiter von der Straße entfernen, steigt die Anspannung. Der Weg wird immer unwegsamer, aber sie halten nicht an. Sie fahren einfach weiter. Plötzlich, hinter einer Kurve, ein alter verfallener Militärstützpunkt. Unser Herz schlägt schneller. Was passiert jetzt? Doch sie fahren einfach weiter. Einfach vorbei. Dann biegen sie erneut ab. Wir stehen auf einem großen, eingezäunten Platz. Staub, Sand, Stille. Per Google-Übersetzer sagen sie uns, ihr könnt hier eine Nacht schlafen. Ohne weitere Worte drehen sie sich um und verschwinden in der Dunkelheit. Wir stehen da, ungläubig, was gerade passiert ist. Können es kaum fassen. Und gleichzeitig sind wir dankbar. Hier direkt neben dem Taliban-Stützpunkt werden wir sicher eine dieser Nächte haben, wo uns niemand mehr beklauen wird. Wir bauen unser Zelt auf, kochen etwas Kleines, unsere erste Mahlzeit des Tages. Dann legen wir uns schlafen. Endlich eine Nacht in Sicherheit. So, guten Morgen. Es ist Tag 6 oder 7 in Afghanistan. Es ist strahlender Himmel und Sonnenschein hinter mir. Es ist wunderschön. Die Sonne ist so toll, weil es echt kalt war heute Nacht. Trinken jetzt Kaffee, genießen den wunderschönen Ausblick hier an diesem Fußballplatz. Schon echt wunderschön hier. Wir haben absolut unsere Ruhe heute Nacht gehabt. Die Taliban haben alle von uns ferngehalten. Es wurde nichts geklaut. Es kam keiner zu uns, der uns aufgeweckt hat. Nur so ein paar Schafhirten sind da vorbeigezogen. Oh, da ist einer mit dem Motorrad da oben. Wo kommt der jetzt denn her? Hä? Naja. Wir hatten vollkommen unsere Ruhe heute Nacht. Die Taliban haben uns jetzt vorne aufgeweckt und gefragt, ob alles passt, ob irgendwas nicht gepasst hat und so. Super nett von denen. Jetzt trinken wir ganz einen Kaffee. Und ja, werden dann gleich noch Frühstück kochen. Katze ist auch am Start. Hund und Ding schlafen noch und dann werden wir unser Frühstück machen. Ein neuer Tag beginnt, mit strahlendem Wetter und einem Gefühl von Sicherheit. Wir haben gut geschlafen, gestützt durch die Präsenz der Taliban. Fast wie am Anfang unserer Reise in Herat. Wir frühstücken, packen zusammen, bereit den Weg fortzusetzen. Doch dann, ein Motorrad springt nicht an. Der Sprit miserabel, wie so oft in diesem Land. Wir schrauben, wir suchen stundenlang nach dem Fehler. Am Ende müssen wir die Benzinpumpe komplett ausbauen. Dreck, der sich tief hineingefressen hat und alles ist verstopft. Wir reinigen die Pumpe und den Filter, bauen alles zusammen und die Maschine startet. Der halbe Tag ist vergangen, nur für diese eine Reparatur. Erst am Nachmittag können wir weiter. Es geht hinein in die Berge. Über schmale, raue Straßen, Serpentinen, Schotter und Staub. Wir fahren immer höher, umgeben von schneebedeckten Gipfeln. Was wir sehen, erinnert kaum noch an das Afghanistan, das wir bis jetzt kannten. Die Natur ist atemberaubend, gewaltig, friedlich, fast surreal. Kaum Menschen, keine Städte, nur Stille, Wind und Berge. Es ist, als hätten wir eine andere Welt betreten, ein anderes Afghanistan, eine andere Realität. Passport nicht gern. In the car. Passport. Yes, hello. Hi. Okay, thank you, bye. Du hast wohl die Tüte da drauf. Da ist schon vorbei. Und trotzdem kloppen. Auf 3.500 Meter hat uns jetzt die Straße hochgebracht und schaut euch das an. Phänomenaler Ausblick.
Unfassbar. Wir sind am Gipfel angekommen. Richtig dieser Ausblick. Das hätten wir von Afghanistan überhaupt nicht erwartet, dass es noch so eine Wendung macht. Die einzigartigen Momente dieser Ausblick. Ja. Aber dieser Ausblick ist echt unfassbar, wie in einem anderen Land. Wir fahren weiter. Durch eine Landschaft so wunderschön, dass wir es selbst kaum glauben können. Zum ersten Mal auf dieser Reise haben wir wirklich Spaß am Motorradfahren. Der Fahrtwind, die Aussicht, das Licht, alles fühlt sich anders an. Leichter, unbeschwerter. Wir fühlen uns besser, sicherer. Es ist wirklich eine andere Welt hier. Unterwegs passieren wir mehrere Checkpoints, aber sie stören nicht. Die Kontrollen verlaufen ruhig, fast schon beiläufig. Die Taliban sind freundlich, es gibt keine Probleme. Wir fahren weiter, über gute Straßen, über schreckliche. Die Landschaft verändert sich ständig und nimmt uns jedes Mal den Atem. Dann wieder ein Checkpoint, dann wieder weiter, durch Kurven, Berge, entlang einer schmalen, atemberaubenden Landstraße. Wir sind kurz vor Bamiyan. Hello, nice to meet you. Hi. Hi. Germany. Huh? Germany. Germany. Huh? Germany. 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 Armenia, yes. Huh? Yeah, no. Okay, thank you. Bye. Auf den letzten Kilometern vor Bamiyan stoßen wir wieder auf ein Zeichen des Krieges. Direkt neben der Straße, halb verborgen in einem Feld. Ein Panzer. Einst ein Symbol von Macht und Zerstörung. Heute nichts weiter als Altmetall. Vergessen im kleinen afghanischen Dorf. Alles ist so vergänglich. Wir erreichen Bamiyan, fahren in ein Zentrum, auf den Markt. Wir müssen Geld tauschen, unser Bargeld ist fast aufgebraucht und endlich wieder Essen einkaufen. Es ist laut und chaotisch, lebendig, aber wir werden fast vollständig in Ruhe gelassen. So kennen wir Afghanistan nicht. Die Menschen hier sind wirklich anders. Als die Sonne untergeht, wird uns klar, wir sind genau an dem Ort, an dem vor nicht einmal einem Jahr 3 spanische Touristen bei einem Anschlag ums Leben kamen. Alles erledigt, verlassen wir Bamiyan im Dunkeln. Etwas außerhalb der Stadt finden wir einen Schlafplatz, wir schlagen unser Zelt auf, kochen gemeinsam etwas Kleines. Und dann sitzen wir einfach nur da, inmitten der Dunkelheit und beobachten, wie die Sterne langsam über den Nachthimmel hinwegziehen. So, guten Morgen zusammen. Ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Ein neuer Tag beginnt. Wir stehen früh auf, packen unsere Sachen. Ein paar Kinder aus dem Dorf schauen uns beim Zusammenräumen zu. Neugierig, aber still. Es ist ruhig. Bevor wir nach Kabul aufbrechen, wollen wir noch einen besonderen Ort besuchen. Ein Ort, der für die lange Geschichte dieser Region steht. Für eine Zeit, die weit vor den heutigen politischen Strukturen liegt. Vor Staaten, vor Nationen. Eine Zeit, in der Handel, Handwerk und Kultur hier florierten. Wir besuchen die Überreste einer alten Stadt, erbaut auf einem Hügel mit weitem Blick ins Tal. Steinerne Häuser, Wachtürme, befestigte Mauern. Ein Zeichen davon, wie wohlhabend und strategisch wichtig diese Region einst war. Gelegen an der alten Seidenstraße, durch die Karawanen aus dem Osten nach Europa zogen. Doch auch in diesen Ruinen liegen heute Patronenhülsen. Ein Zeichen dafür, wie tief Konflikt und Gewalt sich durch dieses Land gezogen haben. Bis in die entlegensten Winkel. Von hier oben sehen wir weit ins Land und erkennen, wie einfach und herausfordernd das Leben vieler Menschen hier ist. In vielen ländlichen Gegenden Afghanistans gibt es kaum moderne Infrastruktur. Viele Menschen leben in kleinen, selbstgebauten Lehmhäusern, meist ohne Strom oder fließendes Wasser. Felder werden noch mit Muskelkraft oder mit Tieren bestellt, Maschinen gibt es selten. Ein eigenes Fahrzeug ist Luxus. Die meisten Menschen arbeiten als Selbstversorger. Sie bauen Gemüse an, halten Tiere und verkaufen die Produkte am Straßenrand, in Schubkarren, auf Decken, in kleinen selbstgebauten Kiosken. Was uns besonders beschäftigt, der Zugang zur Bildung ist in vielen ländlichen Regionen extrem eingeschränkt. Viele Kinder können keine Schule besuchen, viele Erwachsene haben nie lesen oder schreiben gelernt. Ohne diese Fähigkeiten bleibt auch der Zugang zu Informationen verschlossen. Das Internet ist nur punktuell vorhanden. Viele wissen nicht einmal, was möglich wäre.
Das Wissen, mit dem sie leben, wird ihnen erzählt. Nicht, weil sie nicht neugierig wären, sondern weil ihnen die Möglichkeit fehlen, es selbst zu überprüfen oder zu hinterfragen. Jetzt stehen wir vor einem Ort, der einst weltbekannt war. Vor den ehemaligen Buddha-Statuen von Bamiyan. Oder besser, vor dem, was noch von ihnen übrig geblieben ist. Gebaut im 6. Jahrhundert, gemeißelt in die Felswand eines riesigen Tales, waren sie über 1500 Jahre lang ein Symbol für die kulturelle Vielfalt dieser Region. Hier entlang der Seidenstraße trafen sich Religionen, Sprachen und Völker. Die Statuen waren Teil davon, Ausdruck von Spiritualität, Handwerkskunst und Handel. Im Jahr 2001 wurden sie zerstört. Zurück bleiben große leere Nischen in der Felswand. Spuren von etwas, das nicht mehr da ist. Doch genau diese Leere spricht für sich. Sie erzählt davon, wie vergänglich alles sein kann. Selbst das, was Jahrhunderte überdauert hat. Sie steht nicht für die Zerstörung, sondern auch für Erinnerung. Und sie erinnern uns daran, was Ideologie, Macht und Fanatismus auslösen kann. Dieser Ort hat uns tief berührt. Nicht wegen seiner religiösen Bedeutung, sondern wegen seiner Geschichte. Weil man hier spürt, was dieses Land einmal war und was es hätte sein können. Wir verlassen Bamiyan. Unser Ziel ist Kabul. Das Dorf verschwindet hinter uns, vor uns Checkpoints, Kurven und Berge. Ein Taliban-Checkpoint, schwer bewaffnete Männer, ein zurückgelassener amerikanischer Humvee, ein stummes Symbol für die vielen Mächte, die hier über Jahrzehnte Einfluss nehmen wollten und wieder verschwunden sind. Wir fahren weiter durch ein spektakuläres Gebirge. Die Sonne sinkt und taucht alles in ein warmes, orangenes Licht. Die Straße windet sich über Pässe und Täler, manchmal perfekt asphaltiert, dann wieder völlig zerstört. 160 Kilometer liegen vor uns. Eine gefährliche Strecke, vor allem bei Dunkelheit. Doch wir fahren weiter. Es ist eine lange, anstrengende Fahrt. Immer wieder Taliban-Kontrollen, immer wieder warten, Papiere zeigen, Fragen beantworten. Endlich, spät in der Nacht erreichen wir Kabul. Wir finden ein Gasthaus, die Übernachtung ist viel zu teuer, aber wir sind am Ende unserer Kräfte. Wir wollen nur noch ankommen. Wir sind erschöpft von der Fahrt, von den letzten Wochen, von zu wenig Essen, zu wenig Schlaf. Wir nehmen ab. Unsere Körper, aber auch seelisch zehrt die Reise an uns. Aber zum ersten Mal seit Tagen haben wir eine Dusche, eine Toilette und einen Moment, der sich normal anfühlt. Hallo und willkommen in Kabul. Wir haben es jetzt in die Hauptstadt geschafft gestern Nacht. Wir sind jetzt auch hier in einem frischen Ort angekommen. Wir stehen jetzt hier bei einem Bekannten, den ich in Deutschland kennengelernt habe, also über das Internet. Da dürfen wir im Keller übernachten. Das klingt alles ziemlich wild. Wie so vieles andere hier in Afghanistan ist auch natürlich Kabul eine Stadt mit extremer Historie. Sie ist über 3.500 Jahre alt, liegt ja mitten auf der Seidenstraße, war damals auch schon ein Mittelpunkt von Kultur und Handel. Ist auch ziemlich aufgestiegen, wurde im 7. Jahrhundert islamisch. Und ja, die Engländer waren natürlich hier, wie überall auch, haben das mal kurz erobert gehabt, wurden dann besiegt, bis die Russen kamen, die Amis kamen, jetzt halt dann die Talibans. Da liegt einfach Stacheldraht auf dem Gehweg. Das ist eine völlig andere Welt. Wenn ein Haus halbwegs schön aussieht, dann ist es wie eine Festung gebaut, also wirklich mit meterhohen Mauern, Stacheldraht drumherum, überall Kameras, weil es anscheinend ja, nicht so sicher ist. Wobei das, wo wir gerade sind, die schönste und die sicherste Gegend Kabuls ist, finde ich, in der Gegend der Botschaften. Wir sind in Kabul angekommen. 3/4 des Landes liegen hinter uns. Tadschikistan ist noch 2 Tagesreisen entfernt. Wir könnten bald am Ziel sein. Könnten. Doch kurz vor der Hauptstadt versagt das Motorrad unseres Mitreisenden. Es geht fast nichts mehr. Wir sind seit 10 Tagen in Afghanistan und in dieser Reise sind wir mehr als nur Reisende geworden. Wir sind richtige Freunde geworden. Diese Reise hat uns zusammengeschweißt. Wir haben zusammengehalten durch Hitze, Staub, Probleme und Gefahr. Zum Glück dürfen wir kostenlos in einem Gasthaus übernachten. Die Menschen hier sind herzlich, hilfsbereit. Sie teilen alles, was sie haben. Wir spüren, Gastfreundschaft ist nicht nur ein Wort, sondern gelebte Kultur. Noch in der Nacht bauen wir die Benzinpumpe aus. Alles ist verdreckt, der Filter völlig zugesetzt. Das Benzin ist fast schwarz, schlechte Qualität vermischt mit Schmutz. Wir reinigen die gesamte Einheit, tauschen sogar den Elektromotor aus, aber der Motor, er will nicht anspringen. Wir wissen nicht mehr weiter. Am nächsten Morgen bauen wir das gesamte Benzinsystem aus. Einspritzdrüsen, Drosselklappen, einfach alles. Mitten in der Hitze von Kabul. Stundenlang stehen wir auf dem staubigen Boden und suchen nach einer Lösung. Wir fragen uns durch die Straßen, bis wir schließlich einen Mechaniker finden. Er putzt die Teile direkt auf dem Asphalt. Ohne Werkzeug, ohne Werkstatt. Wir bauen alles wieder ein. Es gibt einen kurzen Hoffnungsschimmer. 3 Tage haben wir der Kawasaki geschraubt. 3 Tage länger in Kabul geblieben als gedacht, aber jetzt scheint das Motorrad endlich zu laufen. Wir haben alles versucht, so viel probiert, waren in so vielen Geschäften. Doch dann das gleiche Problem. Wir stecken fest, kommen wir nicht mehr weiter.
Am dritten Tag ziehen wir los, auf der Suche nach einer neuen Benzinpumpe. Wir tauchen ein in das Chaos der Hauptstadt, ein Gewirr aus Autos, Menschen, Stimmen und Straßen. Kabul wirkt wie ein Ort zwischen den Zeiten, gezeichnet vom Krieg, aber doch voller Leben. Überall Betonmauern, Stacheldraht, Einschusslöcher, Checkpoints mit schwer bewaffneten Kämpfern. Manche Gebäude wirken wie eine Festung, andere wie offene Wunden der Vergangenheit. Wir erreichen den größten Basar der Stadt. Hier gibt es alles, selbst Waffenzubehör, offen ausgestellt. Filmen ist hier gefährlich. Wir sehen Taliban, die durch die Gassen streifen, mit Gewehren über der Schulter auf der Suche nach Ausrüstung. Hinter ihnen ein kleiner Junge. Er trägt ein Sturmgewehr, größer als er selbst. Ein Bild, das wir nicht vergessen können. Auf dem Basar spricht uns jemand an, auf Deutsch. Ein freundlicher Mann. Er bietet sofort seine Hilfe an. Er nimmt uns mit, zeigt uns die Stadt, lädt uns zum Essen ein. Unterwegs erzählt er uns seine Geschichte und die Geschichte seiner Stadt. An fast jeder Kreuzung berichtet er von Kämpfen, von Leichen auf der Straße, von Explosionen und Selbstmordanschlägen, von menschlichen Überresten, die tagelang in den Bäumen hingen, an genau den Orten, an denen wir jetzt stehen. Seine Worte klingen surreal, aber er spricht ruhig, sachlich, als wäre das alles Alltag gewesen. Am Abend essen wir gemeinsam ein Eis, ein kleiner Moment der Normalität in einer Stadt voller Gegensätze. Am 4. Tag begleitet unser Freund Rashid. Er holt uns ab, fährt uns durch die Stadt, hilft uns bei der Suche nach Ersatzteilen. Wir besuchen Dutzende Märkte und Händler, doch es bleibt erfolglos. Aber wir merken, Kabul ist anders. Mehr Frauen auf den Straßen, viele sind allein unterwegs, verschleiert, aber präsent. Ganz anders ist auf dem Land, wo Frauen aus dem Straßenbild fast komplett verschwunden waren. Auch die Bildungslage ist spürbar besser. Viele sprechen Englisch, wir werden kaum beachtet. Keine neugierigen Blicke wie in den ländlichen Regionen. Auf der Suche landen wir schließlich auf dem Tierbasar. Die Zustände dort sind erschreckend. Enge Käfige, erbärmliche Hygiene, der Lärm der Vögel ist ohrenbetäubend. Selbst Einheimische halten sich die Nase zu. Und dann decken wir einen Falken. Angebunden, bewegungslos. 7 € kostet er. Ein stolzes Tier, das aussieht, als stünde es unter Drogen. Am liebsten hätten wir ihn mitgenommen. Abends finden wir eine Motorradwerkstatt. Sie glauben, das Problem lösen zu können. Wir lassen den Tank und die Pumpe bei ihm. Unsere letzte Hoffnung. Denn wenn er scheitert, bleibt nur noch der Abtransport über die Grenze. Wir fahren zurück, gehen schlafen. Zum ersten Mal seit Tagen mit einem kleinen Funken Hoffnung. Am nächsten Morgen holen wir alles wieder ab, bauen es wieder zusammen, zum 5. Mal. Dann der Moment der Wahrheit. Zündung, starten, der Motor springt an. Nicht perfekt, aber er läuft. Die Erleichterung ist riesig. Wir können weiter. Wir verabschieden uns von unseren Gastgebern. Es ist schon dunkel. Menschen, die uns wie Familie behandelt haben. Wir durften so lange bleiben. Wir hatten eine Dusche, eine Toilette, frisch gewaschene Kleidung. Für uns ein kleiner, aber bedeutender Luxus. Abends fahren wir nochmal zu Rashid. Er lädt uns ein, mit seiner Familie zu essen. Wir lernen seine Kinder kennen, seine Frau, seine Eltern. Wir reden viel, wir lachen. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt. Der Plan, morgen endlich Kabul zu verlassen. Nach 5 intensiven Tagen. So, guten Morgen zusammen. Ich glaube, es ist Tag 14 in Afghanistan. Wir haben jetzt bei dieser netten Familie geschlafen. Machen wir uns jetzt abfahrbereit. Motorrad ist mal wieder gepackt. In dem Raum durften wir schlafen. Jetzt verabschieden wir uns nochmal von unserem Freund, der es heute vorhat, mit seinem hoffentlich funktionierenden Motorrad wegzufahren, nach Hause zu fahren. Mach's gut, Babak. Das wird vermissen. Wir werden dich auch vermissen. Nach über 6 Wochen Zusammenreise hat man echt viel Scheiße durchgemacht. Ja. Vom Motorschaden über alles Mögliche. Ja. Naja, das ist halt das Schwierige vom Reisen. Das sagt ja niemand, dass man echt wirklich tolle Menschen trifft und sich immer wieder von tollen Menschen verabschieden muss. Das sagt man nicht. Immer Reisen ist schön, fröhlich durch die Gegend fahren, Sachen erkunden. Aber man denkt nicht dran, dass es immer wieder großartige Menschen auf dem Weg gibt, die man dann verabschieden muss. Auf jeden Fall jetzt los, raus Kabul raus, Richtung Tadschikistan. Wir verlassen Kabul. Ein schwerer Abschied liegt hinter uns. Unser Freund, mit dem wir seit Dubai unterwegs waren, kehrt zurück in die Heimat. 6 Wochen haben wir zusammen verbracht. Jetzt heißt es Lebewohl. Ihm und der Familie, die uns aufgenommen hat. Ab jetzt sind wir zu dritt unterwegs. Wir 2 und Luca mit seinem Van und dem Hund. Die Straßen Kabuls, wie immer voller Leben. Verkäufer, Menschen, Autos. Chaos, das sich seinen eigenen Rhythmus geschaffen hat. Und wir mittendrin. Wir halten kurz an, um Geld abzuheben. Mal wieder fast pleite.
Wie so oft bildet sich eine Menschentraube um uns, aber wir bleiben ruhig. Die Situation kennen wir und sie kennt uns. Dann fahren wir weiter, raus aus der Hauptstadt. Es bleibt unspektakulär, Checkpoints, Waffen, der neue Alltag. Plötzlich überholt uns ein Jeep, auf der Ladefläche bewaffnete Kämpfer. Er bremst uns aus, zwingt uns zum Anhalten. Sie laden uns ein auf einen Tee auf ihren Stützpunkt. Aber es ist keine Bitte. Ihr Blick sagt, ihr kommt mit. Wir folgen ihnen und ein paar Minuten später biegen sie ab und was wir sehen, lässt uns sprachlos zurück. Eine Wiese voller Panzer, zerschossene Militärfahrzeuge, russische Gefährte. Mittendrin ein kleines Gebäude, eine Bank, ein paar Blumen. Es ist fast idyllisch, wären da nicht die schwer bewaffneten Männer um uns herum. 14 Taliban-Kämpfer stellen sich vor, mit nahen Positionen. Alle sind Single. Sie leben hier zusammen wie eine Familie. Hochzeiten werden hier arrangiert von der Familie. Sie sind sehr teuer, viele können es sich nicht leisten oder haben vielleicht auch gar keine Familie mehr. Es ist erst Smalltalk, dann wird es ernster. Religion wird zum Thema. Sie wollen wissen, woran wir glauben, ob wir den Koran kennen, was wir vom Islam halten und ob wir die Taliban mögen. Wir antworten vorsichtig. Es ist klar, Religion ist hier kein Thema, sie ist die Realität. Einer spricht Englisch, halbwegs. Er zeigt uns ein Buch, nennt sich selbst Lehrer. Lehrer für Selbstmordanschläge. Sein Schüler sitzt direkt daneben. Sie lachen viel. Ob sie Spaß machen, wissen wir nicht. Dann zeigt er uns Videos von Autobomben, von Angriff auf Militärkonvois, von Israel, von der NATO. Er wirkt stolz. Wir sitzen da und sehen die Videos, in denen Soldaten sterben, in Blutlachen. Vielleicht sind es genau diese Männer, die dafür verantwortlich sind, dass Soldaten der NATO, Soldaten unseres Landes nie wieder nach Hause kamen. Weitere Videos, der Krieg gegen die Amerikaner, brutale Szenen. Die Männer kennen sie in- und auswendig. Sie lachen, sie kommentieren fast euphorisch, als würden sie den Krieg vermissen. Viele dieser jungen Männer kennen nichts anderes. Jetzt gibt es Frieden, aber keine Aufgabe mehr, außer Patrouillen und Checkpoints. Es wird später und ein Sturm kündigt sich an. Wir wollen weiter über einen Bergpass. Die Taliban sagen nein, zu gefährlich. Wir diskutieren, wollen trotzdem fahren, aber sie lassen uns nicht. Das Tor bleibt geschlossen. Im Nachhinein wissen wir, sie hatten recht, aber in dem Moment fühlte es sich falsch an. Unsere Motorräder werden in alte, zerschossene Container gestellt. Die Szene wirkt immer surrealer. Der General will mit uns spazieren gehen, über das Gelände, zwischen Panzern und alten Militärfahrzeugen. Mitten auf der Wiese bleibt er stehen, zeigt uns seine Waffe unter dem Mantel, beginnt zu beten, will, dass wir mitmachen. Wir lehnen ab und so betet er alleine, singend im Dunkeln, umgeben von Kriegsgerät. Dann spricht er über unsere Namen, fragt, warum wir keine Muslime seien, ob wir nicht doch beten wollen. Der Spaziergang dauert bis tief in die Nacht. Am Ende entscheiden wir schlafen im Van, zu dritt. Ein bisschen sicherer, ein bisschen besser. Am nächsten Morgen werden wir geweckt von den Taliban. Sie fahren auf Patrouille, wir verabschieden uns. Einige bleiben zurück. Sie zeigen uns die Panzer, lassen uns sogar hineinklettern. Uns fällt auf, einige fehlen. Wir fragen nach, sie werden repariert, wieder einsatzfähig gemacht. Auf der anderen Seite des Tales liegt eine amerikanische Basis, Bagram, mit Panzern, Helikoptern, Flugzeugen. Rein dürfen wir nicht, aber man erzählt uns von denselben Bemühungen wie hier. Wir verabschieden uns. Die Kämpfer waren freundlich, aber furchteinflößend. Sie haben sich um uns gekümmert, doch ihre Welt ist eine völlig andere. Völlig anders wie die Welt, aus der wir kommen. Wir verlassen den Taliban-Stützpunkt. Die Erinnerungen sitzen tief. Was wir gestern erlebt haben, werden wir unser Leben lang nicht vergessen. Wir tanken voll, ich filme, wie immer. Ein Moment der Ruhe, scheinbar. Ein Taliban sieht uns und dann kommen sie, mit Waffen. Wer hat etwas Verbotenes gefilmt, sagen sie. Wir rufen unseren Kontakt an, aber er kann nicht helfen. Die Taliban bestehen darauf, mein Handy zu kontrollieren. Doch er greift zum Falschen. Nicht das in den Videos, sondern mein altes. Das, in dem ich telefoniere, navigiere, mein privates Leben führe. Er öffnet die Galerie, wir sind gespannt. Wir haben Dinge gefilmt, die die Taliban niemals sehen dürfen. Doch auf diesem Handy nur Fotos meines alten Lebens, Arbeit, Freunde, Familie. Er schaut alles durch, schweigend. Dann gibt er das Handy zurück, fotografiert uns und verschwindet. Mal wieder mehr Glück als Verstand. Wir fahren weiter, durch ein schönes Tal, wilde Natur, gewaltige Berge. Aber wir sind innerlich taub. Wir wollen nur noch raus, raus von hier. Der Bergpass beginnt. Von Kabul nach Kunduz, der sogenannte Salang-Pass, auch genannt das Tor zum Hindukusch. Was folgt, ist ein Kampf. Extremes Offroad, extremer Verkehr, die Luft staubig, kaum atmen. Wir kämpfen, Meter für Meter für Meter. Das Gepäck ist schwer,
Die Straße bricht auseinander und irgendwie erreichen wir den Gipfel. Schau mal diesen Ausblick an, wir sind jetzt fast ganz oben auf über 3000 Meter Höhe schon wieder. Schneebedeckte Berge, da hinten kommt gleich der Tunnel, der wird nochmal richtig heftig, da nach der Kurve. Und dann geht es auch wieder runter für uns. Man sieht das Tal leider kaum, aber unsere Motorräder schlagen sich echt richtig wacker, die alten. Und das ist echt ein Ausblick hier. Dann der Tunnel, der Salang-Tunnel. Erbaut von den Russen 1964. Seitdem nie wieder instand gesetzt. Er ist berüchtigt und das zu Recht. Es regnet von der Decke, der Boden rutschig, kein Grip, LKWs um uns herum, Abgase füllen den Raum. Wir sind voll konzentriert, Minuten der Anspannung. Wir wollen einfach nur hier raus. Und wir schaffen es. Auf der anderen Seite das gleiche Bild. Extremer Verkehr, schlechte Straßen. Fahr doch nicht so knapp vorbei. Wir müssen aufpassen, kämpfen uns runter, Meter für Meter. Unten angekommen, sieht man uns den Kampf an und die Motorrädern auch. Wir fahren weiter, dem Sonnenuntergang entgegen. Wunderschöne Momente, meint man, aber wir können sie nicht genießen. Innerlich sind wir leer. Die Straßen werden schlechter, wir fahren Richtung Tadschikistan. Kaum halten wir an, kommen wieder Menschen angelaufen. Marc, geh drauf! Geh doch drauf, komm! Die Schlafplatzsuche dauert, die Sonne sinkt, das Licht magisch, aber wir sind einfach müde. In der Dämmerung finden wir einen Platz zum Schlafen, doch es dauert nicht lange, dann kommen die Taliban. Sie kontrollieren uns, aber wir dürfen bleiben und irgendwie ist es sogar beruhigend. Die Taliban sind gleich um die Ecke, also wird heute Nacht wohl niemand kommen, um uns zu bestehlen oder Schlimmeres. Wir ruhen uns aus, kochen etwas und gehen schlafen. Es ist Tag 17 in Afghanistan. Der Plan, in 5 Tagen hier raus zu sein, längst begraben. Wir werden morgens von den Taliban geweckt, Waffen hängen über ihre Schultern, die AK-47, fast wie ein Statussymbol eines Kämpfers. An diesen Anblick sind wir gewöhnt, bewaffnete Männer vor dem Zelt, die kein Englisch sprechen, fast schon Alltag. Wir stehen auf, kochen Kaffee, fragen, ob sie etwas wollen, aber wir sind nur da, beobachten uns. Das Klicken der Waffen, einst ein beängstigendes Geräusch, aber heute gehört es zum Alltag. Wir packen zusammen, sie bleiben, beobachten und als wir losfahren, winken wir, sie lächeln zurück. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die Taliban unsere Freunde werden? Die Menschen, die wir nicht erwarten würden, aber die uns immer wieder von den Menschenmengen befreien. Über 1000 Kilometer haben wir in den letzten 16 Tagen zurückgelegt, 12 Mal in der Wüste gezeltet. Und jetzt, die Grenze ist so nah. Nur noch eine Stadt, Kunduz, trennt uns von einem Land, das wir zuvor nicht kannten, aber jetzt so sehr erreichen wollen, Tadschikistan. Die Straße führt uns durch ein wunderschönes Tal. Ein Fluss, rauschend, fließend, eine Seltenheit hier. Doch die Straßen sind zerstört. Wie immer, Bettler in den Kratern. Die Autos müssen langsamer fahren und dieses Mal Frauen, die betteln. Eine fast gruselige Szenerie, ihre Kleidung, ihre Körperhaltung. Seit dem Bergpass gestern hat sich die Landschaft verändert. Dann der nächste Checkpoint, wie immer die Taliban. Heute mit einer extrem guten Laune. Hello, nice to meet you. Hi. Yes, hello. Wait. I'm the more police. Yes. Hello. Salam. Passport? Yes. Wir erreichen Kunduz, das gewohnte Chaos einer afghanischen Stadt. Überall kleine Läden, kleine Kiosks, Motorräder auf den Straßen und heute ist es extrem heiß. Wir versuchen ein Hotel zu finden, doch beide wollen viel zu viel Geld für ein Zimmer mit einem Teppich auf dem Boden. Wir entscheiden uns wieder außerhalb der Stadt zu zelten, doch davor müssen wir in den Bazar Lebensmittel und Wasser kaufen. Es ist so heiß, dass die Handys und Kameras nicht mehr funktionieren. Also fahren wir ohne Plan durch das Chaos der Stadt. Stau, Hitze, Lärm. Inmitten des Chaos die Menschen. Sie folgen uns.
Die Taliban sagen, wir sollen zu ihren Checkpoint kommen, direkt neben dem Bazar. Wir stehen bei den Taliban, wie schon so oft, sie beschützen uns vor der Masse. Der Checkpoint wird umzingelt, die Taliban versuchen, die Menschen wegzuschicken. Doch es funktioniert nicht. Schreie, Rufe, Blicke, Chaos. Bewaffnete Männer kommen, langsam löst sich die Masse auf. Wir versuchen zum Bazar zu gehen, doch die Menschen um uns herum, es wird zu gefährlich. Die Taliban rufen uns zurück. Ein Taliban bringt uns zum Supermarkt, etwas weiter weg vom Bazar. Mit ihm lassen uns die Menschen in Ruhe. Wir kaufen ein, gehen zurück zu den Motorrädern. Die Taliban, sie sind wirklich unsere Freunde. Doch wir müssen nochmal in den Bazar, Gemüse und Brot. Dieses Mal ist es ernster. Die Taliban kommen mit Waffen. Sie kaufen für uns ein. Wir haben unsere Menschen bei uns herum versammeln. Haben jetzt einen Taliban dabei, das ist der mit dem Walkie-Talkie, der gerade verhandelt, der Braune. Und er hat gemeint, wir müssen uns beeilen, weil immer so viele Menschen um uns herum sind. Und er hat Angst, dass sich jemand hochsprengt hier in der Menge. Deswegen ist er jetzt persönlich mitgekommen. Wir kaufen jetzt Gemüse mit dem und dann sollen wir die Stadt jetzt verlassen, hat er gemeint, weil er macht sich echt Sorgen. Wegen so vielen Menschen um uns herum, dass sich jetzt echt gleich jemand hier hochjagt. Also, der hat echt Angst. Und da ist es, das beklemmende Gefühl. Wir sind angespannt, froh, dass die Taliban da sind. Sie kaufen schnell ein, versuchen die Geschäfte zu beschleunigen. Und so kehren wir zum Checkpoint zurück. Wir verlassen Kunduz, doch wie immer haben die Menschen an meinem Motorrad herumgespielt. Sie haben so fest am Gasgriff gezogen, dass er kaputt ist. Ich kann nicht weiterfahren, ich muss anhalten. Sofort sind Menschen um uns herum, sie wirken nicht wirklich freundlich. Jetzt müssen wir ruhig bleiben, dürfen uns nicht provozieren lassen. Wir packen das Werkzeug aus, schrauben, es fühlt sich unwohl an. Don't touch. Nach kurzer Zeit haben wir den Schaden repariert. Mit Kleber. Es ist ein Pfusch, aber es hält. Wir verlassen Kunduz, fahren die Steppe, um unser Camp aufzubauen. Wir packen aus, ruhen uns aus, doch immer mehr Menschen kommen. Wir bitten sie zu gehen, aber sie holen Freunde und zeigen uns Kunststücke mit ihren Motorrädern. Wir ergreifen die Flucht, tief in die Steppe hinein, in der Hoffnung, endlich Ruhe zu finden. Die Sonne verschwindet langsam hinter dem Horizont. Wir kochen etwas, bauen das Zelt auf. Zum ersten Mal seit Tagen ist uns niemand gefolgt. Nur ein paar Schafe in der Ferne und diese Ruhe. Die Dämmerung senkt sich über das Land, die Konturen verschwinden, alles wird still. Wir sagen nichts, sitzen einfach nur da und schauen zu, wie die Welt um uns herum schwarz wird. Hi. Good morning. Can we please sleep? Please, it's 5 in the morning. Er nickt. Er nickt mich an. Früher als gedacht, kurz nach 5. Hirten stehen plötzlich vor uns. Wir verstehen kein Wort. Also packen wir, routiniert und schweigend. Doch dann der nächste Rückschlag. Eine Tasche fehlt an der Suzuki. Und ausgerechnet diese Tasche war wichtig. Ersatzteile für den Vergaser. Weg. Ab jetzt keine Reparaturen mehr, wenn irgendwas schief geht. Auch Werkzeug fehlt, Kleinigkeiten, sogar mein Campingstuhl haben sie mitgenommen. Im Laufe des Vormittags stehen immer mehr Menschen um uns. Hirten, Jugendliche. Sie reden, filmen und starren. Wir verstehen kein Wort. Es war hoffentlich unsere letzte Nacht hier. Aber manches scheint sich wohl nie zu ändern. Noch 60 Kilometer bis zur Grenze. Eine letzte Etappe durch trockenes, leeres Land. Wüste und Staub. Und immer wieder Überreste eines Krieges, der vielleicht nie ganz vergangen ist. Ein Teil von uns zählt die Minuten, will endlich raus. Raus aus dem Misstrauen, dem Druck, der ständigen Anspannung. Aber da ist auch etwas anderes, ein seltsames Gefühl von Abschied, von Loslassen. In Tadschikistan hoffen wir auf Dinge, die anderswo selbstverständlich sind. Freiheit, ein Lied singen, ein Bier trinken, eine kurze Hose tragen und Frauen. Frauen, die sich nicht verstecken, sondern ein sichtbarer Teil des Lebens sind. Die letzte Prüfung, die Grenze,
Stundenlanges Warten der Sonne, Waffen, Kontrolle, starre Blicke. Sie durchsuchen alles, doch sie finden nichts. Unsere Speicherkarten interessieren niemanden. Und dann, irgendwann sind wir durch. Der Moment, in dem wir ankommen, fühlt sich schwerelos an. Die Luft ist eine andere, die Straßen glatt, die Gesichter offen. Unser erster Stopp ein kaltes Bier. Ein kleines Symbol für all das, was wir vermisst haben. Ein kleines Symbol für Freiheit. Fremde Menschen schenken uns Essen, sprechen Englisch, sie lachen. Und plötzlich wird uns klar, diese Grenze trennt nicht nur zwei Länder, sie trennt zwei Wirklichkeiten, zwei völlig verschiedene Welten. Es ist kaum zu glauben, dass eine Grenze so einen gewaltigen Unterschied machen kann. Ein Strich auf der Landkarte, die zwei Welten voneinander trennt. Hier drüben scheint die Welt weiter zu sein, offener. Dort in Afghanistan bleibt so vieles stehen. Was uns am meisten beschäftigt, die Kombination aus fehlender Bildung und einem allumfassenden, oft extremen Glauben. Zwei Dinge, die zusammen kaum Raum lassen für neue Gedanken und für Entwicklung. Die Armut ist überall, zerstörte Häuser, kaputte Straßen, Menschen, die ohne Strom und fließendes Wasser leben. Aber mitten in diesen Elend Moscheen, gut gebaut, mit Fenstern, mit Wasser, mit Strom, Lautsprechern, gepflegt und schön. Alles drumherum verfallen. Der Ort des Glaubens unantastbar. Wir hatten nie die Möglichkeit, mit einer Frau zu sprechen. Sie sind nicht Teil des öffentlichen Lebens, unsichtbar, ausgeschlossen. Und das fühlt sich nicht nur falsch an, es macht auch traurig. Die Taliban, ein Wort, das Angst auslöst. Und ja, sie waren oft bedrohlich, unberechenbar, bewaffnet. Aber sie haben uns auch geholfen. Mehr als einmal. Haben uns beschützt. Ob wir ohne sie so weit gekommen wären, wer weiß. In gewisser Weise haben wir uns bei ihnen sogar sicher gefühlt. So absurd es auch klingt. Die Menschenmengen. Immer wieder. Warum? Waren wir nur eine Attraktion? Etwas völlig Fremdes? Oder steckt mehr dahinter? Vielleicht Neugier? Vielleicht eine Sehnsucht? Vielleicht ein Spiegel, den sie nur selten sehen? Der Krieg ist nicht vorbei. Er steckt überall. In den Minenfeldern, in den Ruinen, in den Gesichtern. Vielleicht sogar in den Herzen. Wir haben keine Schulen gesehen. Keine neuen Straßen. Kaum Fortschritte, aber überall Waffen, Militär, Überreste von Gewalt. Trotz allem haben wir viele Menschen lächeln gesehen. Ein Lächeln unter einem Kopftuch inmitten von Armut und Zerstörung. Ein Lächeln, das Hoffnung macht. Wir hoffen, dass sich dieses Land entwickelt, dass es Wege gibt, raus aus der Enge. Was bleibt, ist Dankbarkeit für all die Begegnungen, für die Erfahrungen, für das, was wir gesehen haben und gefühlt haben. Es war keine Reise. Es war eine Lektion.